Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen aus gewohnter Umgebung zu einer neuen Folge von Laut und Unfiltert. Leider aus gewohnter Umgebung, nicht mehr aus Mallorca. Das war schön, die Aufnahme da, oder? Wie hat euch die gefallen? Schreibt mal drunter. Sollen wir jetzt alle paar Folgen mal irgendwo im Ausland aufnehmen? Da hätte ich gar nichts dagegen. Hätte ich auch nichts gegen. Wir brauchen nur unsere Handys und ein Mikro. Ja. Also wir mussten gerade nochmal aufnehmen, weil wir hier gerade, als wir uns bewegt haben, das Mikrokabel rausgezogen haben und der Anfang weg war. Ich habe aber gesagt, ich sitze heute hier mit ADHS Boss. Ich finde es jetzt gar nicht so schlimm. Doch, also heute bist du krass. Aber man muss auch sagen... Ja, ich fühle mich ein bisschen krank. Ja. Und überfahren. Ja, und du bist ein bisschen verschnupft. Ja. Es könnte sein, dass da was kommt. Hör auf jetzt. Dass du was brütest. Nee, ich möchte nicht. Ich habe Cheers. Cheers. Ich habe uns gerade auch noch einen Matcha geholt. Und noch eine Bowl. Erstmal gegessen. Und das hat heute 4 Stunden gedauert. Boah, das sieht alles, die ganze Wohnung, wenn ihr nach da gucken würdet. Also, ich weiß auch nicht, was los ist. Ich bin durch. Heute, also wir sagen ja immer montags, dass wir lost sind. Ich dachte auch, ich bin lost. Ich bin auch lost. Mhm. Ich bin immer montags lost. Ich bin aber noch extra lost. Aber du bist schlimmer heute. Ja, aber weil ich auch so verschallert bin. Ja, weil ich den ganzen Morgen, habe ich Charlie später zur Kita gebracht. Und ich war einfach so, keine Ahnung, durch. Das merkt man. Ja? Ja. Aber ich bin gut geschminkt, das sieht man nicht. Sehr schön geschminkt. Ja? Du bist gebräunt. Aha. Und sehr schön geschminkt. Und deswegen fällt mit das nicht so auf. Mit unseren schönen neuen Produkten. Da muss ich sagen, wir sind ja nicht mehr so leicht zu beeindrucken, weil wir sehen viel, wir kriegen viel, aber... Geile Produkte. Geile Produkte haben wir kennengelernt. Wie heißt das nochmal mit dem Rosen... Rodial oder Radial? Rodial, oder so? ja, Rodial. Ja. Geile Produkte. Wir haben ja am 2. Tag auf Malle aufgenommen. Sorry. Danach haben wir noch tolle Sachen erlebt. Was haben wir denn noch gemacht? Also direkt nach der Aufnahme hatten wir irgendeine Class. Oder? Ja, auf jeden Fall waren wir auf diesem Olivenhain an dem Abend. Ah ja. Und das war ja richtig schön da. Richtig schön. Voll. Da haben wir noch eine kleine Führung gehabt durch diese Mallorca. Pressen. Ich weiß, ich sag das immer. Aber was sage ich jetzt? Da könnte ich leben. Ja, da könnte ich auch leben. aber da sind mir zu viele Deutsche irgendwie. Nee, ist okay. Ist mir also egal, ist schön. Ja, deswegen Mallorca. Vielleicht fahre ich ja jetzt direkt nochmal hin einfach. Ja, vielleicht fliegt sie in 2 Tagen und ich push das jetzt auch, weil Britta sagt das voll oft und dann machst du es nicht und du machst das jetzt. Du fliegst jetzt. Ja, aber ich habe ja am Sonntag Geburtstag. Jetzt ist ja, ich habe eigentlich keine Lust in Köln zu feiern. Das habe ich schon vorher gesagt. Ja. Letztes Jahr bin ich ja dann auch einen Tag, da war ich mit Farina in Marbella. Und da wäre ich eigentlich erst am Sonntag zurückgeflogen und ich bin Samstag an meinem Geburtstag zurückgeflogen, damit ich dann hier noch mit Family und so feiern kann. Unnötig dann, also Family nicht, aber der Rest. Naja, auf jeden Fall. Naja, ich wurde ja hier nett überrascht und so. Naja, nett. Aber trotzdem. So. War der da noch nett? Ja, ne? Das ging danach los. Ja. Zum Podcast-Lounge. Dieser Podcast ist verflucht. Und meiner davor war es auch. Irgendwie. Ja, es ist verflucht. Aber ich glaube, das ist nicht verflucht, sondern da sind eher Ego-Probleme im Spiel. Vielleicht auch. Ja, auf ganz vielen Seiten. Viel. Ich habe wirklich zu viel erwartet. Viel zu viel. Viel zu viel. Also, wie man erwarten kann, dass ein Partner beim Podcast-Lounge anwesend ist, finde ich auch krass. Ne, anwesend wollte der ja sein. Ja, aber nicht so lange. Nur so 1-2 Stunden und dann ist ja gut, ist ja dein Ding. Ja, egal. Naja, deswegen, und jetzt denke ich mir halt auch, okay, Option A ist, dass wir da alle zusammen sind und ich am Sonntag dann zurückfliege und da meinen Geburtstag reinfeiere, weil ich ja Sonntag Geburtstag habe. Und Option B ist, dass ich dann, wenn ich mit Charlie alleine hinfliege, dass ich am Samstag Nachmittag wieder in Köln bin. So, dass ich hier ein bisschen feiere. Ja. Also wenn du im Sixi feierst, bin ich am Start. Ja. Ne, wenn ich hier bin, wahrscheinlich will ich dann doch nur alleine feiern. Eben hast du noch gesagt. Nicht. Ja, ich mach spontan. Das ist hier Frau Zwilling, das wird wieder eine ganz spontane Nummer. Es ist immer so bei meinem Geburtstag. Du schreibst mir Samstag, weiß ich jetzt schon um 22 Uhr, wir feiern gleich rein, ne? Ich weiß es doch jetzt schon. Scheiße. Aber ich komme, weil das ist ja Südstadtfest. Da bin ich Ja. Dann bin ich danach flexibel. Aber ich weiß ja gar nicht, wer am Samstag auf Charlie aufpassen soll jetzt. Das kommt noch dazu. Die 2 Optionen, die eigentlich immer irgendwie sind, gehen jetzt nicht. Naja, die gehen schon oft nicht. Nee, wieso? Oma geht immer. Fast immer. Fast immer. Ja, jetzt sind Stimmt, beide aber gegen weg. Sie sagen mir nichts. Ich sage jetzt lieber nicht den Namen, nachher gibt das auch Ärger. Nee. Ja, aber bei mir ist immer so, ich denke mir vor meinem Geburtstag so, boah, geil, komm, feierst du richtig cool deinen Geburtstag und dann habe ich wieder gar keinen Bock und will einfach nur so ganz entspannt oder so zu zweit feiern, sag ich mal. Und dann denke ich mir wieder, so 3 Tage vor, ach komm, machst du doch eine fette Party.
Aber ja, wenn ich würde das ja umgehen, deswegen will ich an meinem Geburtstag eigentlich auch weg sein. Wollte ich ja letztes Jahr eigentlich auch. Mache ich auch immer Das gerne. war ja geplant, bevor da jemand dabei war, sozusagen. Letztes Jahr. Aber jetzt habe ich dann irgendwie will ich jetzt eigentlich auch einfach weg sein. Ich will auch immer weg sein an meinem Geburtstag. Obwohl ich so einen Legendary 30. hatte zum Beispiel. Da konntest du nicht kommen, weil Charlie noch zu klein war. Ja. Weil das war ja, ich habe auf dem 30. Ich habe auf dem Boot gefeiert. Ach ja. Auf dem Boot in Corona. Geil. Und ich musste dann im August feiern, weil Januar Lockdown war. Ey, einmal im Sommer Geburtstag haben, ne? Das war so geil. Ja, bei mir ist doch aber auch immer aber da war Charlie neu geboren. Und warte mal, du bist jetzt 35. Du bist 35. 30. Da war der 3-4 Monate. Ah ja. Nee, und das war halt auf dem Boot, das gefahren ist, wo wir nicht hätten zurückgehen können und so. Nee. Und ohne hättest du ja nicht kommen können. Nee. Der hätte auch nicht mit. Nein. Bin ich dann mit dem Buggy da? Der Musik und DJ. Der war ja ein paar Monate alt. Ja, es ging auf jeden Fall Nein, nicht. ging auf jeden Fall nicht. Ja, es konnten einige wegen sowas nicht, weil Boot halt nochmal krasser ist. Aber das war so geil. Und im Sommergeburtstag, ich habe dann echt so überlegt, ob ich einfach jeden Geburtstag jetzt im Sommer feiere. Aber dann habe ich auch keinen Bock mehr. Nice. Weil irgendwie, wenn ich feiere, finde ich es voll schön. Aber vorher bin ich auch immer so, nee, einfach weg sein. Obwohl es dann immer cool ist, wenn man feiert. Ich feiere auch immer eigentlich gerne. Ja. Das ist so immer so ein Zwiespalt, ich weiß auch nicht. Ich wollte meinen 40. ja auch irgendwie eigentlich größer feiern. Ja, das ist auch voll schade, dass du das. Eigentlich müsstest du das noch nachholen. Ja, bei mir ist ja so, ja, aber weil ich ja eigentlich auch gar nicht da gewesen wäre. Ich habe nämlich letztes Jahr auch Farina gesagt, ich habe gar keinen Bock, meinen Geburtstag zu feiern. Und so, ja. Komm, wir fahren weg. Und dann hatten wir das ja einen Monat vorher schon geplant. Ja, schon. Halt, ja, wieso für dich ist das krass, ja. Hä? Ja, würde ich jetzt übermorgen fliegen, spontan. Ja. Mir ist das egal. Also, wenn Mir ist das auch egal, ich bin so spontan. Ich bin so spontan, aber mit Kind ist natürlich was anderes. Aber mit Kind wegzufliegen, ist es scheißegal. Den muss ich ja nicht wegorganisieren dann. Vor allem Britta hat ein schlechtes Gewissen. Du musst jetzt wirklich mit Charlie fahren. Charlie hat gesagt, Mama, wann fahren wir endlich in Urlaub? Nee, und was hat er gesagt? Du bist immer im Urlaub und ich muss zu Oma. Nein, aber wo war ich denn immer im Urlaub? Ich war war ein Brandtrip. Ja. Arbeit, habe ich und gesagt. Und davor warst du 2 Tage in Amsterdam. Ja, 2 Tage. Ja. Oh. Aber so lustig. Und dann hast du noch wen am Flughafen getroffen, ne? Ach so, ja, aus der Kita. Wo ist Charlie? Ich so, und sie war richtig fertig. Sie so, ich muss mit Charlie wegfahren. Und jetzt hast du gerade die Gelegenheit für übermorgen. Mach es. Zieh's jetzt einfach durch. Book that flight. Ja, ich habe auch Bock. Ich checke mal, weil das eine Hotel war jetzt. Ich muss gucken, ob aber das ist alles lösbar. Ja. Mach es. Aber weil guck mal, zum Beispiel mit Charlie auch mal. Oh, die kleine Maus. Ja, ich will ganz oft mit dem jetzt noch wegfahren. Ja, weil ich hatte nämlich davor, wollten wir ja über Ostern, da hatte er eine Woche Magen-Darm. Krank, ja. Konnten wir nicht weg. Davor, was war davor? Thailand hättest du noch machen müssen. Ja. Ich muss auf jeden Fall jetzt was planen. Mama, du bist immer im Urlaub. Das ist so eine typische, vor allem immer, wann war ich denn weg? So, du bist nie weg. Nee. Aber Kinder sind so lustig. Und dann nimmt er so seinen Rucksack letztens und der so, ich nehme jetzt meinen Rucksack mit den Spielsachen mit und wollte irgendwo hin, der so, guckt den Rucksack an, weil den hat er ja auch mal mit, wenn wir verreisen. Der so, ich will in den Urlaub. Oh, mach das jetzt übermorgen. Ja. Dann ist Nola dabei, das ist mega, dann ist ein anderes Kind dabei. Do it. Hoffentlich Kids Jetzt im Urlaub ist der auch, also außer als er jetzt noch ein bisschen kleiner war, da war der auch mal so im Umbruch irgendwie. Aber jetzt ist der ist im Urlaub einfach entspannt und selig. Wenn man will im Sand buddeln und so, ne? Ja. Also der will irgendwie... Ist der auch so einer, der die ganze Zeit taucht? Tauchen? Im Pool, so die ganze Zeit am Tauchen. Der lernt doch gerade erst schwimmen. Kann der noch gar nicht schwimmen? Nein, der hat Schwimmkurs doch jetzt. Letztes Jahr wollten wir Schwimmkurs machen mit Nola und Charlie bei Farina im Pool. Ich hatte übelst früh Schwimmkurs mit 3 oder so. Ja. Aber ich dachte, der kann schon schwimmen. Nee. Stimmt, der hat ja Schwimmkurs. Ja. Und eigentlich wollten wir letztes Jahr so eine Lehrerin buchen und dann im Pool bei Farina, aber dann war ja so schnell der Sommer vorbei. Ich glaube, der wird so eine Wasserratte, der dann ist voll die alle Wasserratte. Kinder eigentlich fast. Ja. Mit seinem Schwimmwesten-Ding ist der auch immer da rumgejumpt. Ich war früher im Urlaub, ich hatte feuerrote Augen, weil ich aber nur unter Wasser war. Nicht. Der hasst unter Wasser, der hasst ja auch Haare waschen und so. Oh, deswegen dann wird er keine Wasserratte. Ja, aber jetzt wird er schon dran gewöhnt im Schwimmkurs, hat er jetzt schon einige Stunden. Und da hat er auch gesagt, Mama, ich bin mit dem Kopf mal unter Wasser oder hab mal so das Gesicht unter Wasser getan. Weil er hasst es ja. Der hasst es einfach. Auch so, wenn das Wasser dann wird er vielleicht nicht so eine Wasserratte. Naja, man kann ja eine Schwimmbrille anziehen. Ne? Trotzdem, das ist vielleicht doch nicht, weil ich bin schon immer... Ja, er muss ja nicht tauchen. Der schwimmt halt die ganze Zeit voll gerne, ne? Also egal, wo wir waren, also der war immer im Wasser. Schwimmkurs macht jetzt auch mit Schwimmflügeln, ne? Ne, ohne, die haben nur diese Schwimmnudel. Ja, immer, wann immer? Du hast doch immer gerade gesagt. Der hat doch jetzt erst Schwimmkurs. Du hast gesagt, immer, wenn ihr irgendwo wart, war im Wasser. Ja, mit Schwimmflügeln. Ach so, ja, mit so einer Weste. Ich, ja. Nicht so Flügel mit so einem Westending. Ja. Dann ist er nicht untergegangen, dann konnte er alleine sonst da, ne? Aber nee, der liebt das. Ist eigentlich dann immer im Wasser. Als ich schwimmen gelernt habe in dem Urlaub, da war auch eine Freundin, also Eltern
Eltern von meinen Freunden. Freunde von meinen Eltern mit den Kindern. Mhm. Und dann haben wir schwimmen gelernt im Urlaub. Und wir hatten erst so 1-2 Stunden. Und dann beim Dinner sind wir die ganze Zeit um den Pool gerannt und dann reingefallen. Ach so, seid ihr? Ja. Und dann musste mein Vater oder ihr Vater, ich weiß nicht mehr. Boah, das geht so springen. schnell, sind ja voll viele Kinder ertrunken bei sowas. Gott, ey. Auf so Feiern geht mit Pool so und dann auf einmal, schnell. jeder fühlt sich nicht verantwortlich und dann ist da das Kind abgesoffen im Pool Es geht hinter dem. so schnell. Ja. Voll. Nee, Das ist deswegen, echt der muss gefährlich. richtig lernen zu schwimmen. Ich finde das auch jetzt im Sommer wieder. Ich finde das so krass hier mit dem Rhein, dass die Leute die Kinder in den Rhein lassen. Und Ja, und Hunde. vor allem die Erwachsenen saufen doch da alle ab alle. und sterben. Jeder säuft da ab, der da Ja. reingeht. Mit Ich diesen checke nicht. Strömungen. Es stehen überall Schilder und wenn du in Köln wohnst, du weißt doch, dass du nicht in den Rhein kannst. Die Leute sind so dumm. Ja, nur hier vorne am Anfang. Ein Kind oder ein Hund, wenn die Strömung da kommt, du hast es zu spät. Ist weg. Da musst du Ja, auch vor nicht allem, mehr es hinterher. lohnt ja auch nicht, diese so 5 Zentimeter ins Wasser zu gehen. Dann geht man ein paar Schritte weiter und dann kann schon eine Strömung kommen. Ich gehe Ist doch wieder einer auch abgesoffen. ins Wasser im Rhein, aber wirklich bis hier. Ja, Bis einmal hier. nass machen Wo und ich dann denke, ist gut. da, egal was für eine Strömung kommt, die wird mich nicht umhauen. Bis hier und dann nass Ja. machen, genau. Aber manche gehen ja wirklich auch die Hunde und so. Ich habe da immer so Krank. Angst. Das ist doch jetzt am Wochenende, oder wann war das? Hab ich noch gesehen, ist einer, hatte sich mit der Freundin gestritten oder so. Und dann ist der von der Hohenzollernbrücke Was? ins Wasser gesprungen. Und ist nicht mehr auffindbar. willst mich 25-Jähriger. verarschen. Hast Wann? du das nicht gehört? Nee, Das war jetzt letzte Woche. als wir weg waren. Ich glaube ja. Irgendwie so. Ich habe es auf jeden Fall noch krass. gesehen. Nee, ich Ja. habe hier nur die Action am Friesenwall. Was war da? Da war ein Toter. Wo? Bei An mir? der Baustelle. An der Baustelle. Am Flamingo. An der Baustelle. Ist da irgendwie auf die Baustelle gekrabbelt oder? Junkie. Oder irgendwas Junkie. Also lag da auf jeden Fall tot. Und dann müssen die aber, die müssen ja, die müssen ja gucken, ob das ein Mord ist oder deswegen machen die ja Ja, voll den ja. Aufriss. Mhm. Ah. Passiert schon viel. Köln Heißes ist Pflaster. haben wir da schon drüber geredet vor 2 Folgen oder so? Ja, wir haben immer darüber geredet, Ja, wie Köln ranzig ist das schlimm geworden ist. geworden. Ja, wirklich schlimm. Wirklich, also Ja. gestern auch, wir kommen vom Cycler, vom Sport, laufen da lang und die fixen sich da. Ja, was meinst du hier vor der Tür? Ja, ich weiß, es ist crazy. Und direkt, wenn ich hier. zum Parkhaus gehe, da hat sich doch letztens einer mit der Nadel, habe ich Ja. schon erzählt, in die Hand richtig alles schön wund gemacht, damit er direkt in die Blut Also da bin ich echt, kommt. muss ich sagen, ich bin zum richtigen Zeitpunkt aus dem Belgischen weggezogen. Mhm. Muss ich ja sagen. Da geht's ja noch. Ja. Eine Straße weiter. Hier ist schon wieder was anderes, ne? Hier ist schon direkt wieder... Nee, ich finde hier Friesen. Ja, aber ich meine, da bei dir gegenüber war es ja noch okay. Aber aber da ab waren auch. hier, Ja, ja, Ringe hier ist und noch die Ecke, schlimmer, aber bei mir waren auch. Weil da ist ja Methadonstation. Aber bei mir waren auch Ja. in der Ecke da und so. Das ist schon, es tut mir immer so leid. Ich komme damit nicht klar, weil ich denke mir immer so, wir haben ein Leben und warum? Aber Ja, man kann nicht alle retten. Nee. Aber es ist trotzdem schlimm. das Wirklich. stimmt. Ja, aber ist auch schlimm, mit Kindern dann hier durchzulaufen, die das gar nicht Ja, checken, was da voll. passiert. Also, Voll. ekelhaft dann. Naja, mal gucken, ob du irgendwann nach Junkersdorf ziehst. Ja. Gerade habe ich gar keinen Need, Du ne? passt da auch gar nicht hin. Das Ich würde das voll nerven. Ja, aber da kann ich auch nichts machen. Ich weiß, das geht Nichts. nicht. Ich weiß. Das ist ja nicht so, wie wenn ich abends Nein, mit du Charlie kannst da komme, nicht hin. gehe ich im Noah essen, Nein, gehe nein, eine du Runde. kannst da jetzt nicht hinziehen, das passt, das geht nicht. Du wärst da unglücklich. Du wirst denken, wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh. Nee, das geht nicht. Ja, aber Mallorca, wir waren auf dem Olivenhain, da waren wir stehen. Ah ja, stimmt. Olivenhain. Es war so schön, das ist ja auch ein Hotel mit 9 Zimmern. Boah, da habe ich mich Ja. auch gesehen. Also Exklusives Hotel. schön. Ja, das Restaurant war auch wunderschön. Da hatte ich ein paar Struggles, aber... Kira mit ihrem Also erstmal haben wir- Dings ist natürlich dann schwierig. Also erstmal haben wir eine Olivenöl-Führung-Dings gemacht, wie das hergestellt wird. Das habe ich auch nicht gecheckt, dass Das man sah so dafür clean so aus. große Geräte braucht. Warum denn nicht? Musst du auf Masse auch machen. Habe ich aber gar nicht gerafft. Was Also ich denkst hatte, du denn, so eine kleine Presse? ich habe nichts darüber gedacht, wie man das macht. Ich dachte eigentlich, es wäre größer. Ah, Aber die krass. produzieren ja nicht so viel Öl, weil Genau. die ja nur zu einer bestimmten Zeit ernten. Und wenn es später geerntet wird, dann können da eher so Druckstellen noch dran sein, bla 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 bla. Und wenn man es weggibt noch, dann haben die uns ja auch erklärt. Es war sehr lecker und wir haben, das ist ja auch super gesund, aber ich denke mir immer so, diese Kalorien gebe ich mir nicht morgens. Ich passe eh schon so auf mit Öl verwenden beim Kochen. Man soll ja sehr super gesund morgens einen Olivenölshot zu trinken. Aber Aber ich das habe auch gehört, dass man das vorm Trinken, vom Feiern, gegen Kater. ja. Hast du schon mal gemacht? Nee. Ich hab irgendwie aber wir keinen haben das Kater da mehr. gemacht. Ich habe irgendwie Merkt Kater man. mehr. Ich weiß nicht warum. Mein Körper hat sich schon so dran Der- gewöhnt. Aber ich dein trinke Körper ja hat gar nicht aufge- mehr so viel. Dein Körper hat aufgegeben. Aber ich mache ja gar also maximal, letzten Wochen war ich ja auch nur einmal feiern oder so, ne? Ja. Also bei mir geht's. Da haben wir einen Olivenölshot getrunken. Ich fand's fand's so Olivenöl lecker. war unnormal lecker. Aber ich dachte, ich find's eklig, aber es war wirklich lecker. Voll geil. Und man soll das auch nicht so schotten, sondern so langsam runterlaufen. Ja, ja. lassen. Aber das schmeckt ja auch geil. Es schmeckt, Ich und dann hab haben mir wir das die ganze Zeit Salz. nur mit Salz, ja. Wir haben ich dann noch Salz drauf reingemacht, genau.
Aber ich würde das lecker. nicht jeden Morgen, diese Ölmenge, dann habe ich direkt mein Fett voll und. Das ist ja nur ein Schluck eigentlich. Das ist aber viel. Ja. Beim Tracken weißt du, wie viel ein Esslöffel ist? Und das ist ja fast ein Esslöffel da in dem Ding drin. Mehr. Oh Gott. Bestimmt 2. Aber ich hatte auch so Hunger, ich habe alles da mir. Ich wollte gerade sagen, das Brot kam nicht und ich dachte so, scheiße. Ja, und dann kam irgendwann warmes Brot. Das war sehr geil dann. Ach, mit Olivenöl. Das war auch für mich das Highlight. Ja. Wieso? Deine Hummuspaste, der hat doch gereicht. Also das finde ich ja bodenlos bei so Fine-Dining-Geschichten. Zum Beispiel in Kapstadt jetzt waren wir auch in einem Fine-Dining-Restaurant und da war es so geil. Oh mein Gott, also vegan war das. Also die haben das einfach Veggie und vegan zusammen gemacht, ohne es zu kommunizieren. Das war so lecker, also köstlich, so richtig special und so. Aber jetzt, also in vielen Läden, die sind dann so, ja, vegetarisch, ja, keine Ahnung. Wieso? Fisch geht doch. Ist doch kein Schwein. Ja, und da können wir schon mein Ick der Woche einmal vorziehen. Ich bin ja mit meinem Essen super aufmerksam, weil ich ja gar keinen Bock habe, irgendwie aus Versehen irgendwas zu kriegen, also Fisch, Fleisch, Ei, keine Ahnung. Ja. Ich bin da super, super aufmerksam, weil halt mega oft Fehler passieren. Auch ich bin ja so nervig mit Milch. Ich frage ja immer. Das stimmt. Ist Kokosmilch? Ich frage Kokosmilch. Aber Milch nimmst du nicht, aber du isst dann trotzdem Käse. Ja, aber und nur Burrata Käse. Und so. Ja, aber Milch. nur in meiner Wohnung auch nicht, ne? Nur draußen. Meine Wohnung auch nicht. Sowas kommt mir nicht ins Haus. Sowas kommt mir nicht ins Haus. Nee, ich kaufe mir keinen Käse. Also nur Feta manchmal leid. Aber da ist Aber ja wegen auch, Eiweiß, ja. Da sind doch ja, auch aber es ist ja anders. Also vergorene Milch. Ja, die magst du dann. Vergorene, die so jetzt richtig esse nach ich das bestimmt auch nicht Salzlake mehr. und so nach Kotze manchmal. Ja, das stimmt, aber Das ist echt so, wenn man mal genau hinriecht Ja. bei so einem Feta. ja, das stimmt. Riecht Das ist eigentlich vergorene schon eklig. Ich Kotzmilch. hatte ja auch schon Ick. Ich habe es ja auch schon immer mal wieder nicht gegessen. Ich habe ja immer so Phasen. Aber ich bin super aufmerksam. Und dieser Kellner, also wir haben ja vorher angegeben, unsere ganzen Food-Sachen. Und wir hatten ja noch die Hilal-Mädels da. Und dann hatten wir welche, die Hilal Fisch oder essen. Halal? Heißt das Halal? Halal heißt ohne Schwein. Was heißt Hilal? Und so. Nee, Aber nicht Hilal? ohne Schwein, sondern dass das alles so Koscher ist. koscher ist. Ach so. Ja. Ja, kann sein. Vielleicht heißt das auch. Ich dachte, Halal ist das Fleisch. Ja, das ist das auch kann- besonderes. Ja, es gibt ja sogar jetzt bei Lidl oder so. Ups. Hat Dings mir erzählt. Der meinte so, gibt es jetzt auch, das ist nur die besondere Art, das Tier zu schlachten. Und das, also Schwein ja nicht, aber irgendwie auch nochmal eine andere Art, das zu schlachten. Schön. Ja. Macht es nicht besser. Weißt du Bescheid? Ja, auf jeden Fall war der total. Da warst du nicht da warst du rochen. Da warst du quatschen. Ja. Auf Toilette. Ja. Ja, auf jeden Fall. Der war total unorganisiert. Und die Brandmädels waren schon voll gestresst davon, weil die so, wir haben doch eine Liste abgegeben und so. Ja, aber da das- wussten nicht, wer wo sitzt Genau. und so, ne? Und dann hat er einfach nochmal so generell gefragt und das war ein Chaos. Und er hat wirklich, weil für ihn war vegetarisch mit Fisch. Er hat wirklich so gesagt, so, Vegetarian is with fish. It's no meat. Und alle Vegetarier am Tisch, nein, bla. Als ob das kein Tier wäre, ne? Er war wirklich so, no, but vegetarian is with fish. Und er so, it's vegan without fish. Und ich so, nein, so. Milchprodukte ist ja auch nicht vegan. Ja, ja. Der hat das nicht gerafft. Und es Oh, war das alles ist aber auch durcheinander. kompliziert. Ja, es war alles durcheinander. Und er hat wirklich jedes Mal hat er durchgezählt und hat dann gesagt, okay, 4 Vegetarier essen Fisch, 3 nicht. Und jedes Mal. Und Und die anderen Vegetarier haben Fisch gegessen? 2 oder 3, nee, wollten einfach Fisch, aber kein Fleisch. Gibt's Ach ja so, auch. ja, okay, gibt's auch. Das war dann für ihn vegetarisch. Aber wir waren 4, die keinen Fisch und kein Fleisch haben wollten. Ja. Und er hat jedes Mal, der stand direkt neben mir, jedes Mal bei mir Vegetarian with Fish auf mich gezeigt und das eingetragen. Und ich habe jedes Mal gesagt, I don't eat fish. Und er so, yes, I know. Und dann wieder, Vegetarian with Fish. Ich so, I don't eat fish. Und er war irgendwann genervt und war so, yes, I know. Und dann Und dann kam ich doch an den Tisch. kommst du wieder, es kommt der erste Gang und er sagt, Shrimps Shrimps? Prawns is okay. Und dann habe ich den voll Deswegen, und ich angezickt. habe ja nur das dann mitbekommen. Ja. Du so, No! ja, du hast ja gesagt, ich habe schon 10-mal gesagt. Ja. Und ich I dachte, said was it 10 kackt die den times. so an? Ich habe den übelst angekackt, aber das war wegen der Vorgeschichte, die du Ja, nicht ja. mitbekommen hast. Und dann hatte ich auch einen Running Gag den ganzen Abend mit dem, dass er dann bei allem gesagt hat, it's Fisch und so, war es aber nicht. Vielleicht war es. Wir haben uns dann vertragen. Nee, das war das nicht, weil es war ganz eindeutig Knäckebrot mit Hummus. Knäckebrot mit Hummus. Sah aber fancy aus, aber es war Knäckebrot mit Hummus. Aber es war auch so lustig, weil Bella hat halt, also Lila hatte auch vegetarisch, aber die isst Fleisch, glaube ich, Ja. aber kein Fisch. Und es war wirklich dieses Knäckebrot, was man im Supermarkt kriegt, dieses was nach gar nichts schmeckt, wirklich, dieses, wo nichts drin ist. ja. Das war das.
mit Hummus drauf. No joke. Weiß. Aber So. diese Fischkrokette, die war so lecker. Ja, die Boah. haben überragendes Essen für die anderen gemacht und für uns. Und Bella hat halt so gesagt, ja, du hast halt Knäckebrot mit Hummus. Ja. Und Lile war so voll pisst und war Weil so, sie dachte ich so- mache jetzt mein Essen nicht schlecht und so. Und das war- man, sie muss hatte doch, man muss doch erstmal probieren. Vielleicht ist das jetzt unnormal lecker. Und dann probiert sie so, das ist das Knäckebrot mit Hummus. Ja. Also das finde ich bodenlos. Da war Vor halt so allem- ein bisschen Deko noch oben drauf. und Eine so ein paar Sachen, Cherrytomate. Aber sonst Eine war Cherrytomate. ja noch irgendwas grün doch. Ja, so ein Sprossen. Kräutersprossen. Kräuter. Ja. Ja, langweilig. Also das hat wirklich 1:1 so geschmeckt, wie wenn ich in den Supermarkt gehe und mir Hummus und so ein Aber Knäckebrot war denn der hole. Hummus ein bisschen besser als der normale? Nee. Mhm. Meinst du, die haben dann da improvisiert? Ich glaube, die sind immer so bodenlos. Und ich will nicht wissen, wie teuer dieses Menü da ist. Oh, das würde ich gerne mal wissen. Wir wollten auch mal gucken, wie viel deine Nacht Ja. kostet in dem Hotel. Oh, ist viel auf jeden Fall, aber ist geil. Bestimmt so 800, Ja, glaube ich auch. Euro. Glaube ich auch. Weil nur 9 Zimmer, ne? Muss Ja, auch sehr erst mal- exklusiv und ein Riesenanwesen, wunderschön, die Olivenbäume und Oh so. ja. Wirklich, das war so ruhig da, richtig geil. Und auch ganz Gegenteil wenig, zu unserer Ja. Villa. Nee, echt. aber und dann kam noch ein Gang, Mhm. wieder Hummus, diesmal pinker Hummus und dann mit den Crackern reingesteckt oben. Ach Und so, nicht echt? drauf geschmiert, ja. Und geht darunter war noch irgendwas? Nichts, Nee, nichts. nichts, das war wieder Cracker mit Hummus. Und es waren ja 4 Gänge nur oder 5. Ne? 5 Gänge und 2 davon waren Cracker mit Hummus. Was war denn der Rest? Dieses köstliche Dessert, das hattest du ja auch, das Boah, war wirklich köstlich. Es das war war eines krank. der besten Desserts, die ich in meinem Leben Ich sag das gegessen jetzt so, dabei weiß ich gar nicht mehr, was es war. Ich weiß es. Was war es denn? habe. Es war Zitronensorbet, Ja? Käse und Honig. Und dann so Cookie Crumble. Mm. Und die Kombi. Stimmt, Insane. Frischkäsemäßig so, ne? Mhm. Frischkäse. Ja, nee, ich fand, Aber das kein war Käse, so Käse. fast so Burrata-mäßig. Ich fand, das mit war Frischkäse, oder? Ja, aber das war wie eine Quark-Konsistenz, aber das war Konsistenz, Ach so. aber das war Käse. Frischkäse ist ja fester. Mhm. Aber diese Kombi Lecker. mit diesem Zitronensorbet und diesem Honig und dann diese Boah, das war richtig Crumble, lecker. das war eins der besten Desserts, die ich in meinem Leben gegessen habe. Und die würde ich niemals bestellen, die Kombi, wenn ich es lesen würde. Nee? Würdest du das bestellen? Das Ding ist, wenn man das liest, auch mal zum Beispiel in so Fine Dining Dingern stehen da immer so, keine Ahnung, wenn irgendwas, Ja, ja. dann steht da so ein Schlagwort oben. Keine Genau, und dann Ahnung, weißt du gar nicht. Ente und dann steht Ja. da Konfit, 3 Sachen. bla. Ja, und dann Ja, weißt du gar nicht, was das Genau, ist. Und dann ja. ist das so ein Konglomerat aus allem Möglichen. Ich glaube, das ist schon schwer, wenn man so ein paar Sachen nicht mag. Dann will man kategorisch, wenn man es auf der Karte liest, gar nicht nehmen. Aber das ist ja alles in so einzelnen feinen Komponenten, dass das in der Kombination ja immer geil schmeckt. Ja, ich hatte das in Kapstadt auch, dass Aber ich bei es war voll vielen Koriander drin Leuten, irgendwo. Beim Lamm, glaube ich. Aber es war trotzdem lecker. Ich habe das zur Seite es gefunden. gab Lamm mit Schokosoße. Ja, bei Schokosoße machst du ja oft auch bei Ente und so. Ja, ja. Aber es war lecker. Mit so Schatzi, das- Blätterteig oder so, ne? Ja, stimmt, das war in so einem Ding Was drin. hatte ich da denn? Weiß ich nicht. Hummus. Hummus mit Cracker. Also bei mir waren 2. Ja. Nee, den Gang, den ihr auch hattet, fand ich lecker. Tomaten mit Burrata. Aber so ist auf Special. Ah, ja, ja. Das war auch lecker. War lecker, aber das war Aber jetzt langweilig. nicht- Ja. nicht Also dran. für mich war das. Also das Lamm war bodenlos. lecker, diese Fischkrokette war voll lecker, der Nachtisch war lecker, dieses Tomaten-Burrata-Ding war Ja. okay. Dazwischen. Also wir hatten voll den schönen Abend, voll die guten Gespräche. Mich hat das auch gar nicht gestört. Das Olivenöl war köstlich mit Brot. Ja. Aber wäre ich da hingegangen und hätte das bezahlt, Als Veggie dieses Problem, Es ist geiles hart. Essen zu kriegen, Ja. da habe ich gar keinen Bock drauf. das ist echt hart. Also Ja. ich habe wirklich, das hätte ich besser selber machen können. Und es war sehr teuer. Ja. Wahrscheinlich. Ja, wir haben es ja nicht bezahlt. Ja. Aber sonst voll der schöne Abend. Hatten so eine lange Tafel mit voll der schönen Aussicht. Wir haben das nicht mal, wir haben so viel gelabert. Wir haben das nicht mal noch nicht mal ein gefilmt. Foto, nicht die Aussicht. Ja, weil Nichts. alle deine Fotos gemacht haben, dann haben wir uns hingesetzt. Wir hatten ja so Hunger, ich konnte ja nicht mehr denken. Wir konnten gar nicht mehr denken. Nee, ich hab Weil die wir ganze haben Zeit- wegen Podcast kein Lunch gehabt. Ja. Ähm, Oh ja, und dann Genau. saßen wir da und dann hatten wir diese Führung noch und mein Magen hing mir schon auf den Genau, wir haben den Kehl. Lunch verpasst. Da hatten wir uns ja nur habe ich ja dieses Schiffchen, Gott sei Dank, stimmt. wenigstens das. Haben wir ja gesnackt bei der Podcastaufnahme und dann war Dessert. Oh, aber da haben wir nur ein Dessert gegessen, ja. boah, diesen köstlichen Mochi. Boah, der war geil. Boah, wir haben passend zu den Düften, die da vor Ort waren, Desserts dann bekommen. Und das war ein Ich habe auch so ein Pistazien-Mochi. Frogato, wie heißt das? Affogato. Affogato. Ja, da war Auch Ei lecker. drin, Ach, Vanilleeis, ne? hat er gesagt. Ja, das habe ich Ja. getrunken und War lecker? Ja, war lecker. Und ja, auch so ein Mochi. Boah, dieser Mochi, da hätte ich mich das reinlegen können. Beerending habe ich gar nicht probiert. Ich auch nicht, war auch Ei drin, aus Vanille. Ach so. Mhm. Mhm. Boah, dieser Mochi. Ja, der war richtig geil. Der hatte Die so eine geile- Konsistenz. Innen war so richtig so eine Flüssig, cremig, so Pistazie. schmierig, Ja. cremig, aber auch nussig irgendwie. Ja, oh, das war... Oh, das hätte ich jetzt gerne noch Oh, mal. das ist ja, also Leben mit einer Köchin, ne? Mhm. Also, das wäre wirklich ein Luxus, den ich mir gönnen würde, wenn ich richtig reich wäre, weil, Immer jemand, der kocht. ja, Ja. immer jemand, der Machen dir... Männer auch, die heiraten die dann einfach. Ist so, haben die eine Privat, ist so, Hast du Privatkoch? ist so, privat. Für alles, ne? Ist so, Putzfrau, Putzfrau, Kinderbetreuung, Sexfrau, alles. genau, Nutte.
Alles super. Alles in einem. Ja. Nee, war eine ganz tolle Köchin, die hat auch ja ein Restaurant, haben die ja. Das Pärchen, Ehepaar war das doch, ne? Genau. Ich fand's so witzig. Sie war so nett und lieb und er war so introvertiert. Eigentlich war der auch er war total voll nett. Der war mega hat nett. noch nicht so viel geredet. Ja, und dem war das zu viel. Wir waren halt 27 Frauen oder so. Aber ich fand das trotzdem unsere Gruppe jetzt nicht irgendwie, war wie super. Manchmal Frauen auf einem Haufen so war voll angenehm. sind. Aber das war ja voll chillig eigentlich mit uns da. Voll Keiner chillig. war ja so extrem anstrengend. Nee, entweder man war so wie wir laut. Ja. Aber Oder wir waren auch gar so- nicht so laut, nur zwischendurch mal. Wir waren schon laut, vor allem in Kombi mit den anderen. Ja, okay. Wir waren schon laut. Aber entweder hatten wir so ganz Stille, das hat's gut ausgeglichen, und ein paar, die so wie wir. So. Aber er war so, man hat so gemerkt, er dachte sich so, haltet einfach alle die Fresse, ich will einfach kochen. Der will war eigentlich aber auch nur voll, hinten in der Küche genau. sein, wo die Tür auch zu ist. Und aber ich es war bin halt auch immer so, na, wie geht's, wie, bla bla bla. Und Warum? da hatte der keinen Bock drauf. Ja, klar. Hätte ich auch keinen Bock. Immer alle ankommen und labern wollen, wenn der gerade Ja, ich habe ihn dann auch gelassen. Ich habe dann immer nur gesagt, war mega lecker, danke. Aber hier, der Typ von meiner Freundin da im Urlaub mit der Köchin, ne? Der konnte ja wirklich, der kann einfach jedes Mal sagen, was er mittags essen will, was er abends essen will. Aber das war jetzt nur im Urlaub, oder? Ja, aber der hat das, ja, ich weiß nicht, ob der zu Hause auch einer hat. Also. Die hat ja nichts verstanden von dem Englischen. Ja. Aber das ist schon ein geiler Luxus. Ja. Auch da, wir kommen da hin, da steht immer alles, Frühstück ready. Frühstück, alleine diese Tafel immer, dass da alles Genau. Obst klein geschnitten. Stell mal vor, jeden Morgen gehst du hier auf ja dein sonst Dings. nicht. Ja, ich Deswegen- esse dann mittags halt, also Ja. um 11 oder so. Ja. 10:30, 11. Ja, deswegen. Hat's Füße. Ja. Du weißt ja warum. Ja. Auf jeden Fall, was soll Aber ich unsere sagen? Füße sind voll braun geworden. Ja, oder? Ja. Aber meine sind trocken, ich muss die eigentlich mal eincremen. Meine sind auch voll Guck mal. trocken. Das ist wenn man gebräunt ist, wird die Haut, also ich habe schon so trockene Haut, wenn man gebräunt ist, wird die Haut noch schneller trocken. Oh Gott, meine ist auch voll. Aber du hast ja deine Beine noch eingecremt mit Ja, aber nicht so genau. Guck mal, wie trocken hier meine nicht. Haut hier ist. Ich Guck habe mal. nur die Waden eingecremt. Guck mal. Ja, bei mir auch schon wieder. Guck Ich mal hab hier. gar nicht eingecremt. Aber Ja, sind gut, noch jetzt machen braun. wir hier ein bisschen. Content, ey. Guck mal. Sind noch braun, ne? Die sind Beine. übelst braun. Ich muss die auch mit dem Sun Maximizer. Und deswegen die Produkte jetzt, die du, sind wir auch schon wieder abgeschwiffen, die du benutzt hast heute, das sind diese Glowy Sun Produkte, die wir da bekommen Sieht haben. Die gut aus, passen ne? voll gut auch zu deinem Körper jetzt. Ja, Sieht ne? richtig gut aus. Bin ich Warum nicht so sieht's- braun? Nee, das ist genau gleich zu deinem Körper. Kennst du, Hals? wenn man so einen Rand hat und so? Nee, du hast gar keinen Rand. Hast du das gesehen? Nee. Zeig nochmal. Da ist nix. Da sieht man den nicht mehr. Mhm. Ist mir aufgefallen, als Janina kam und die so, ich gucke in den Spiegel, mache fertig für den Geburtstag, ich gucke da so rein. Ich so, ey. Janina ist ich auch hab immer einen so trocken Knutschfleck. bei sowas. Nee, sie hat ja gar nichts zu Ach so. gesagt. Ich so, ey, ich habe einen Knutschfleck, das habe ich ja gar nicht gesehen. Die so, Peinlich. das habe ich auch gesehen, als ich eben kam. Ich dachte so, weiß sie das, dass der da ist? Peinlich. Ich so, nein, wusste ich nicht. Die Peinlich. So, ja, das kann man mit 20 machen. Ja. Ich so, ja. Aber oder ich mit hatte, wann hatte 40? ich denn einen? Das ist auch noch nicht so. Hier ist oder? auch noch einer. Aber Das den ist sieht man peinlich. nicht. Da sieht man Ich weiß, von wem ich einen hatte. Ach so. Wie ich nur so mache. Und du direkt weißt. Ja, ich weiß direkt. Klar. Aber ich hatte lange keinen Knutschfleck Das mehr. würde ich ja so gerne erzählen. Aber das geht nicht. Das stimmt. Das geht nicht. Nein, das geht nicht. Nein, nein. Nein, das geht nicht. Nein. Nein, das geht nicht. Manche Sachen, wir erzählen ja schon viel. Die Quittung habe ich. Manche Sachen bleiben unter Verschluss. Das habe ich ja auch die Quittung jetzt bekommen. Ich wurde jetzt gestern zum ersten Mal aktiv angesprochen auf etwas, was ich hier erzähle von einem Typen, dem Holländer. Der hört das jetzt bestimmt wieder. Von wem wurdest du Der angesprochen? Holländer. Gestern Abend hat die Ibiza-Folge gehört. Ach so, ja. Es haben ja safe schon immer irgendwelche hier reingehört, aber auch der Franzose und so letztes Jahr, da habe ich mich ja total sicher gefühlt, dass der nicht den Effort aufbringen wird, das zu übersetzen. Aber man kann das einfach in seiner Sprache Untertitel machen, ne? Jede Sprache. Du kannst einfach jede Sprache übersetzen. Und er hat sich das Beängstigend. reingezogen und das ist ja so cringe. Ich habe mir so einen weggecringed. Ich dachte wirklich, Kira, warum oversharest du? Warum oversharest du im Internet? Wir können diesen Podcast Oversharing im Internet nennen. Ja. Ja. Also, das Dann Ding sagt ist, er so Adonis also, weil ich habe Ne. den Adonis genannt. Wie peinlich bin ich? ist doch scheißegal. Das ist schon cringe, ey. Ja, aber wieso, wenn er das doch war? Steht das ist dazu. so neu. Genauso wie Kira jetzt hier meinen Zusammenschnitt nicht reposten wollte gestern. Ja. Aus der Folge, wo sie hier öffentlich sagt, doch, ich würde mit jedem allen. meiner Ex-Freunde Vor allem bumsen. 5-mal. Mit allen. Nö, bei mir mit allen. Nee, wirklich Und mit ich sag allen. noch so, nee, bei mir ist der Ofen dann Und die aus. hat das so bodenlos zusammengeschnitten. Hä, warum? Ja, aber ich habe ja noch die Hoffnung, dass hier das
nicht irgendwelche Leute von denen hören, weil diese Story von dir kann man ganz einfach weiterleiten und dann feiern die sich alle dafür einen ab, dass ich das gesagt habe. Nee. Ja, du würdest ja mit allen nochmal Nein. Also ich nicht, ne? Bei mir, ich glaube auch, wenn ich verliebt bin oder so eine Bindung habe, dass ich dann... Ja, dann bist du blind. Ja, aber manchmal ist es, wenn das so länger dauert, bis man dann irgendwie zusammen ist oder keine Ahnung was, dann sieht man ja alles noch klarer. Aber dann irgendwann gewöhnt man sich so dran und danach habe ich gar kein Interesse mehr. Also ich sage ja nur, dass ich mit keinem meiner Ich würde es ja niemals machen, aber ich könnte theoretisch, weil es gut war. Heißt ja nicht, dass es bei mir nicht gut war, aber ich habe dann, das ist ausgelöst. Ich würde es nicht machen, ne? Ich würde es niemals machen, ja, aber ich könnte. Aber heißt ja, also sag ich mal, mit denen ich zusammen war. Wenn du jetzt eher, so. ja, wenn ich jetzt mit jemandem 1-2 Mal was hatte, mit denen würde ich auch. Das wäre was anderes, aber wenn ich zusammen war... Aber ich würde jetzt ja lieber mit meinem Ex-Freund noch mal was haben, als mit einem Obdachlosen, egal wie lange er obdachlos ist. Für wie viel? Mit einem Obdachlosen. Alter, das ist ekelhaft, mein Kopf. Ja, dann lieber mit dem Ex. Ja, witzig, was steht denn da zur Debatte? Ja, ich würde es ja mit einem verfaulten Fußobdachlosen oder mit einem Ex? Ja, würde ich wahrscheinlich auch mit einem deiner Ex. Keine Ahnung. Mit egal wem. Nicht mit einem Obdachlosen. Außer der wird jetzt erst seit einer Woche auf der Straße und hätte Mundhygiene und hätte keine verfaulten Füße. Also so, als würden wir jetzt eine Woche auf der Straße leben. Der müsste aber vorher da nochmal duschen. Also ich glaube, Männer fänden es geil, wenn wir eine Woche auf der Straße leben. Denen ist doch egal, wie wir aussehen. Und wie wir riechen. Das ist wirklich egal, ne? Ja. Das habe ich jetzt auch wieder, also... Naja. Ja, aber das kann ich ja nicht reposten. Und das andere konnte ich auch nicht reposten. Ich weiß nicht mehr, warum. Warum? Da hat mir auch was nicht gepasst. Und dann denke ich immer, warum erzähle ich das hier? Bei der Bei Ibiza-Folge hat mir auch was nicht Warum? gefallen. Weiß ich nicht mehr. Habe ich deswegen auch nicht gerepostet. Aber was war denn da? Ich habe es auch kommentiert. Ich weiß nicht mehr. Wir sind Mut, hast du nur kommentiert. Ach so, ja, aber wegen irgendwas, was ich da gesagt habe. Aber da hast du gar nichts Schlimmes gesagt. Doch, mit dem Date und dem Abholen, bla bla, das hast du noch gesagt. Dann haben wir über... ich glaube, ich wollte meine Freundin nicht exposen, weil ich habe ja extra den Namen nicht gesagt. Ja, aber... Vielleicht wollte ich es deswegen nicht reposten. Aber du hast ja den Namen nicht gesagt. Ja, trotzdem, da muss man ja nicht noch Salz in die Wunde streuen bei Insta. Bei Insta denke ich so, hier kommt ja nur der innere Circle an. Ja, aber hört sie den Podcast nicht? Sie nicht, sie hört gar nichts. Ja, okay, ich ja auch nicht. Andere Leute aus ihrem Umfeld hören den, aber ich kann es nicht sagen, weil weiß man direkt. Ja. Aber du hast in der Folge trotzdem auch nochmal über sie geredet. Ja, und aber den Namen. Harmlos, oder? Ja, aber in demselben Kontext. Also wenn man nicht ganz behindert ich weiß, ja. Dann weiß man eigentlich, wer das ist. Aber wir sagen ja immer, dass wir immer hier Ärger kriegen. Von diversen Leuten und auch von unseren Gästen dann das Umfeld und so, alles. Oh, by the way, wir müssen Nicolette. Ah ja. Faden verloren. Unseren Gästen. Auf den Sack wegen der Folge. Ärger. Achso, aber voll oft schreiben mir dann Leute, dass sie gar nicht raffen, über wen wir reden. Nee? Nein, das checkt man nur, wenn man die Leute kennt. Ja, klar. Ja, deswegen ist ja nicht das so schlimm. ist ja das Ding. Das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem. Ja. Wie mit der Lehrerin. Das ist so lustig. Es hat sich einfach eine Lehrerin von einem Typen von Britta gemeldet und meinte, ich glaube, das war mein Schüler. Und dann so, den fanden damals auch schon alle immer gut. Was heißt damals? Der hat 4 Jahre vorher. Nee, also unter 22 nichts wäre hier bei mir. Bei dir vielleicht schon. Nein, unter 22 nicht. Nein, aber ist ja auch egal. Das war mein altes Ich. Ich bin jetzt vernünftiger. Ja. Das ist nur 8 Jahre. Ja. Keine Ahnung. 9. Naja, ist egal. Naja. Besser als 20. Besser als 20 Jahre. Hey. Oh Gott. Nee. Ja, auf jeden Fall am liebsten hier wieder hatten wir ein super schönes Dinner. Ja, wir oversharen beide gerne. Scheiße, hatten wir ein super schönes Dinner. Ja, das war allgemein, war das echt, also so Brandtrips weiß man ja nie. Wir waren vorher auch so, wir wollen nur alleine sein, wir wollen mit keinem reden, wer ist da überhaupt, wir kennen niemanden. Wir waren natürlich so. Und dann war aber, so. das war einfach voll entspannt. Ja, aber wenn ich vibe, dann vibe ich. Ja. Und dann bin ich am Start. Ja. Wenn ich nicht vibe, dann kann ich mich nicht mal eine Sekunde mit dem Fake unterhalten. Meistens hat man ja mal irgendwie. Genau, und wir hatten halt ein paar Girls, mit denen wir direkt geklickt haben. Ja. Und das war super cool. Und was auf Brandtrips oft das Problem ist, dass das Programm so eng getaktet ist, dass du eigentlich nur im Stress bist, nur von A nach B zu irgendwelchen Programmpunkten musst, noch irgendwie deinen Content geschissen kriegen musst. Und dass wir ja nicht irgendwo hinfahren mussten eigentlich. Ne? Stimmt, das haben die gut gestimmt. Wir waren eigentlich nur in diesem Haus. Und da waren wir gefangen in dem Haus.
Und auf dem Olivenhain. Ja, weil die beim letzten Mal, hatten die ja gesagt, hatten die auch so einen Trip zum Strand. Zum Beachclub. Zum Beachclub und dann mussten die irgendwie 1 Stunde hinfahren, weil das ja im Landesinneren dann war. Und dann sind die rausgefahren. Ja doch, und dann haben sich einige Influencer beschwert, dass man so lange dann Auto Ich muss sagen, ich wäre gerne einmal ans Meer gefahren, weil ich bin ja ein Meermensch. Ja, ich auch. Aber es war trotzdem, und wir hatten genug Freizeit, weil manchmal ist das so, Ja, wir haben uns nur Stress gemacht, weil wir dann Content zwischendurch, dann haben wir Podcast aufgenommen. Ja, man macht sich immer Stress, wenn man dann Content filmt, weil wir das ja auch nutzen, aber wir lagen am Pool auch öfter, ne? Also ist schon geil. Ja. Und man konnte mal auch einfach quatschen und so, und das war so, auch die Programmpunkte waren so locker. Ja, man hat das dann mal eben kurz gemacht, man konnte immer weggehen, nochmal kurz aufs Zimmer gehen, nochmal das, es war nicht so, man war nicht so... Also es war echt, das hat mich echt gar nicht gestresst. Es war echt schön gemacht. Ich war auch gar nicht gestresst. Gar nicht. Und wir hatten echt Schiss vorher ein bisschen. Ja. Ja, hatten wir echt. Und das mit dieser Badezimmersituation hat so gut funktioniert. Also ich würde es trotzdem nicht nochmal machen. Nee, aber irgendwie war das, manchmal war ein bisschen Traffic. Es war kein Stau. Ja, aber weißt du warum? Wir waren immer die Letzten. Wir waren die Letzten am Pool und waren also auch die Letzten am Zimmer. Dann haben wir uns schnell Wir waren immer die Letzten. Ja. Und dann kamen wir halt immer ein bisschen später. Und nachts waren wir auch die Letzten, weil wir immer ewig zusammensaßen mit den anderen. Und dann hat unser Haus schon geschlafen. Da waren so 4 Häuser oder so. Ja. Bist du eigentlich aufgewacht, als ich morgens gegangen bin? Bevor ich dich geweckt habe und Tschüss gesagt habe? So ein bisschen. Ich habe so Rumpeln gehört, aber ich konnte es wegignorieren. Ja. Boah, und ich todesmüde. Die musste übelst früh los, um 5. Ja, ich bin um 6 mit dem Taxi gefahren. Und dann hat die das Tor nicht aufbekommen. Aber wo war dieser verfickte Schalter? Und dann musste ich da aus meinem Schlaf gerissen. Ich war so halb am Pennen. Und das war echt ein Stück, ne? Zu dem Tor da latschen. Ich habe von Maddie ja die Nummer falsch eingespeichert, aber auch nicht mehr im Chat geguckt. Und ich im Schlafanzug da hingedackelt, ihr Uber schon da gewesen. Es war aber echt dumm gemacht. Wir haben den Torcode bekommen, aber nicht, wo man draufdrücken muss. Ja, von innen drückst du drauf oder hast du halt eine Fernbedienung und von außen... Nee, das war aber so 40 Meter weiter hinten ein Pfeil links an der Seite, wo so ein Knopf war. Als ob ich das um halb 6 Wie soll man das checken? Mit meinem Kopf. Das hätte ich auch nicht um 18 Uhr gesehen. Das hätte ich schon meine Kopfhörer Das hätte ich nie gesehen. Und dann haben wir dem Uber-Fahrer... Aber wie lange bleibt das denn dann auf, wenn man da drückt? Dann läufst du da nochmal 5 Minuten hin oder so. Ja. Aber dann haben wir diesem Uber-Fahrer versucht zu erklären, dass er diesen Türcode... Der konnte gar kein Englisch. Aber ich denke mir so, das ist doch selbst erklären, wenn wir dir 4 Nummern hinhalten und auf einen Kasten zeigen. Ja, und er hat so drauf geguckt und hat aber die Raute und Sternchen nicht gemacht. Der hat das einfach nicht... Ja. Aber hat dann irgendwann geklappt. Dann hat er ich bin dann auch wieder eingeschlafen nochmal. Ja. Du bist gut auch angekommen, ne? Ja. Saß einfach keiner neben mir. Am Flughafen auch nicht. Das ist ja in der ersten Reihe, keiner ist ja so geil. Das hatte ich noch nie. War der Flieger leer? Nee, ich habe, als ich den Platz gebucht habe, war ja nur noch der eine eigentlich in der ersten Reihe frei am Fenster. Und dann war in Reihe, also hinten noch irgendwie, also es waren noch so 4 Plätze nur noch frei. Meiner war voll. Ja, dann auch. Aber hey, warum war der? Ist da jemand nicht gekommen? Habe ich auch gedacht. Aber da waren 2. Irgendwann hat sich so ein Mann, aber erst später, an den Außenplatz bei mir hingesetzt. Hat mich schon gestört. Ja, dann ist so, Entschuldigung, kann ich hier bitte meine Reihe genießen? Ja, aber in der ersten Reihe kannst du ja auch nicht das Ding hochklappen. Nee, bei mir war du full. So dich querlegst oder so. Ich war auch wieder 1A und dann neben mir war ein Pärchen, aber die waren wie ich Knockout. Ich habe gepennt und ich habe Ladies First geguckt. Filmempfehlung auf Netflix ist neu. Auf dem Handy? Auf dem Handy habe ich mir runtergeladen. Der ist so lustig, der ist so gut. Der ist Ladies First? Der ist gesellschaftskritisch, also der ist, also Frauen behandeln da Männer, wie Männer uns die ganze Zeit behandeln. Ah, geil. Und also es turnt dann einmal. Also erst ist es so, wie es immer ist. Und dann passiert was und dann dreht es sich um. Es ist so geil. Ich glaube, davon habe ich schon mal eine Ja, der ist gerade ein bisschen viral. Geil. Guck den auf Netflix, Ladies First. Ich habe Tränen gelacht, aber ich bin immer wieder dabei eingepennt. Dann bin ich aufgewacht, habe wieder zurückgespult. Und dann bin ich wieder eingeschlafen. Und dann war ich aber vor der... Nee, ich war so fertig. Ja, ich auch. Mit der im Zimmer bedeutet Schlafmangel. Warum? Weil du nicht in den Schlaf findest. Ich finde in den Schlaf, aber ich will dann aktiv noch nicht schlafen manchmal. Ich habe ja sogar Podcast gehört, weil du meinst, ich mache immer Dings ins Ohr und dann schlafe ich ein. Aber ich denke dann mal so, ein bisschen unkontrolliert, dann läuft das immer weiter und eigentlich will ich so, keine Ahnung. Du kannst einen Sleep-Timer einstellen. Habe ich nicht gemacht. Aber sie hat dann sogar auch Podcast irgendwann gehört. Ja, aber weißt du, warum Wegen ich das der Mücke. gemacht habe? Wegen der Mücke. Da war so eine verfickte Scheißmücke. Das war so geil. Wir haben schon so 5-mal versucht zu pennen und immer noch irgendwas geredet. Und dann war ich aber so, nee, ich penne jetzt. Und dann höre ich ja auch nichts mehr mit dem Podcast. Und dann habe ich aber noch so gehört, boah, die Scheißmücke, boah, scheiße. Dann habe ich die ganze Zeit so rumgefädelt. Nee, ich ignoriere das jetzt. Ja, und ich habe dann Licht auch angemacht und die kam dann mal, ich wollte schlafen und die kam so nah an mein Ohr, man kennt das ja, so laut. Und ich dachte, die sticht mich eh.
Dann will ich es einfach nicht hören, weil die fuckt mich Ja, ab. die sticht eh. Ja, dann habe ich meine Kopfhörer, habe ich nichts mehr gehört. Ja, ich dachte, und dann hatte ich am Bein. das ist jetzt ein Britta-Problem. Ich hatte es auf Ibiza auch. In der ersten Nacht hatte ich auch Mücken, in der anderen Nacht hatten die anderen Mücken. Also ich glaube, die sind rumgegangen. Ja, frisch aber ich konnte nicht. Ich habe es mit Podcast die trotzdem die ganze Zeit gehört. Boah. Ich musste die fangen. Also ich musste die Ich habe die töten. nicht gesehen. Ich habe die gesehen, aber dann hatte ich noch eine und die habe ich nicht aber das gefunden. geht, also Tier töten. Eine Mücke, ja. Ja, das ist okay. Die tut mir ja weh. Also mit Insekten bin ich leider. Aber wie soll man eine Mücke raustragen? Bitte schön raus. Also mit Na, Insekten. wir hatten ja auch Fenster auf und Licht an, also auch dumm, aber es war jetzt noch nicht so schlimm wie weil sonst du im mir Sommer. da unser Zimmer voll gepufft hast mit deinen Düften. Duftlayering. Wir haben einen sehr unterschiedlichen Duftgeschmack. Naja, eigentlich haben wir ja auch viel den gleichen. Eins. Nein, aber vom Ding her, frische Couleur Wäscheduft primär. und- Frische. Du nimmst einen frische Wäscheduft als Basis und machst dann Puffdüfte da drauf. Ja, das ist eine gute Mischung. Und ich nicht. Aber Notes magst du ja auch hier von Farina Fari. Das ist aber ein Wäscheduft. Ja, aber ich layer das auch nicht immer. Also ich manchmal rieche dich nur. immer, aber heute rieche ich nicht. Was hast du drauf? Montal. Oh Gott, das rieche ich gerade nicht. Das Pinke, was Rashida auch hat. Also Das da waren Sensual sehr Instinct oder intensive Düfte bei und die beiden, die Britta sich ausgesucht hat, haben mich zerstört. Und dann sprüht die diese intensiven, davon machst du ein bisschen drauf und sie. Beide. Nein. Und unser Zimmer war echt nicht groß. Es hat gestunken in unserem Zimmer. Es hat geduftet. Und ich bin wirklich sehr empfindlich. Ja, der Meine ist schon Nase sehr ist intensiv, dieser beide. Boah. Der erste geht aber voll klar. Der Boah. Pinke. Beide sind für mich wirklich Oh, ich muss schlimm. niesen. Gesundheit. Danke. Also Also diese merkst du, ich werde krank. starken, süßen Düfte sind ja nicht meins. Ne? Ja. Meinst du, wenn ich die Flüge buche, dann kommt das richtig raus? Oder Dann nicht. dann nicht, ne? Ja. Ich muss Ja. mir gleich eine Ibo reinhauen. Auf jeden Fall, wir mussten Fenstersperren weit aufhaben, sonst hätte ich da gar nicht mehr atmen können. Ja. Aber Ähm, war auch kein Fliegengitter oder sowas. nee, das war ein bisschen... Nee. Aber sonst es war ja egal. chillig mit uns im Zimmer. Ja. Haben wir gesagt, würden wir wieder machen. Würden wir wieder machen. Ja. Muss nicht, aber. Ja, wenn man ein eigenes haben kann, ich will auch Ja. immer ein eigenes. Ich will Aber auch mit wir meinen würden Freundinnen dann- immer ein eigenes. wenn's Ja, geht. aber wir würden ja dann auch, selbst wenn wir ein Zimmer nebeneinander gehabt hätten, hätten wir bis abends dann zusammen Wir hätten immer gehangen und wären gechillt, dann ja, einfach nur rübergegangen zum- ja, schlafen. safe. Aber bei uns das Haus war ja so klein, dass wir auch die Es war Koffer wirklich so, klein. Es sah halt aus wie eingebrochen, Boah, wie es- Bombe eingeschlagen nach Tag Also, aber 1. das ging nicht anders. Oh, es sah auf. Ja, du hast deine Sachen ja wenigstens noch in den Schrank geräumt, den Koffer zur Seite, sonst wären wir gar nicht mehr. Meiner lag dann in der Bei Ecke, war ihr, drüber gestiegen. aber auch mein vorm Spiegel. Zeug lag trotzdem, das war messy. Boah, Messi, wirklich. Ja, krass. Das triggert einen immer so hart. Aber man geht ja dann raus und vergisst es Tschüss, einfach. ja. Und auch der Koffer vorher normal gepackt und nach einer Sekunde suchst du eine Sache, alles ist durcheinander. Wir haben da ja auch wirklich nur geschlafen. Ja. Und Handy geladen. Ja. Nee, aber ich bin dann nochmal geschminkt. vor der Landung richtig krass eingeschlafen. Mhm. Und hattest du auch so Turbulenzen? Ja, ein bisschen. Also ich hatte die krassesten seit langem. Vor der Landung. Ich bin aufgewacht von so einem richtigen Luftloch, so richtig. Also so richtig einfach. Ja. Und ich so, okay, alles klar. Bin dann wieder weggepennt und dann war es aber echt krass. Aber wir waren in so einer richtigen fetten Wolkenfront. Das war ja hier so ein bisschen gewittrig. Ja, ja. Bei dir war noch schlimmer, als du ankamst, glaube ich. Und ich habe dann immer Angst, dass die Leute Panik kriegen, weil wenn du Flugangst hast, ist das ja gar nicht mehr lustig. Nee, Also ich habe halt keine Flugangst und ich denke mir immer so, es passiert eh nichts. nee. Und dann ist es Ich ja habe nicht vor so gar schlimm. nichts so richtig Angst. Höhe ein bisschen. Also nicht im Flugzeug, Würdest aber so eine du- realistische Höhe. Würdest du Bungee-Jumping machen? Wollte ja mal, hatte ich ja mal verschenkt, Bungee Jumping. Und dann wollten wir daraus einen Fallschirmsprung machen. Aber irgendwie haben wir das dann doch nicht gemacht. Und Aber jetzt, würdest du das machen? ich wollte das mit jetzt hier ihm machen, eigentlich Ja. einen Fallschirmsprung. Aber der hat auch voll Höhenangst. Ja, mit dem kannst du das, kann ich meine Achterbahn. Doch hat er mitgemacht. Ja. In diesem Sky-Dings Auf da. Biegen und Brech. Ja, aber der hat da auch, dem wird halt dann schlecht. Der hat nicht Angst vor der Höhe, sondern dem wird halt schlecht. Ja, auf mir der auch. Achterbahn. Mir wird auch schlecht von der Aber Höhe. ich mache trotzdem immer alles, aber das hat er mitgemacht. Aber Höhe ist auch für den, glaube ich. Bungee würde ich niemals machen. Ich dachte eher noch Bungee, weil es nicht ganz so hoch ist. Nee, aber nee. Das Aber ist, dann machst du ja. halt so einen Ruck und dann hast du irgendwas kaputt. Aber Fallschirm habe ich schon mal abgebrochen. Ja? In Australien. Also Ja. im Flugzeug warst Nee, du? vorher. Ach so, warum? Schiss bekommen. Ich war so, nein, ich kann es nicht. Da meinte er noch so, ja, dann machen wir das zusammen. Und dann meinte Aber er, da genau, war ich weißt du, was er 18. meinte? Dann meinte er so, nee, ich will dann, wenn alleine ausspringen. Also, als wir es zusammen machen, war alleine. Ich so, dann brauchst du einen Fallschirmsprungschein. Da musst du erst mal 20 Mal überhaupt irgendwas machen. Dann, Alleine, das ja, ist alleine. nein, Weißt mehr du, als nein, man 20 macht so Mal. ein Tandem, mehr ja. als, ich glaube, 100 oder so. Ja, also ohne wahrscheinlich. Witz. Ja. Ey,
Nee. Alleine niemals, da wäre ich viel zu tollpatschig. Nee. Ja. Nee, aber einen Fallschirmsprung würde ich, glaube ich, machen. Ja, würde ich, glaube ich, auch. Ich habe ja mal Paragliding auf dem Event gemacht. Mhm. Da hatte ich mit Lennart. Boah, da hatte ich so Schiss auch, aber das war so geil dann. Paragliding habe ich, glaube ich, auch mal gemacht. Aber das ist ja viel harmloser, da gleitest du ja. Und ich habe mal an aber Fallschirm, ich würde so sterben. Ein Ding oben, weißt du, am Motorboot. Das habe ich auch gemacht. Und dann fliegst das ist du geil. da oben. Das habe ich auch gemacht. Auch voll hoch. Aber das ist geil, das macht voll Bock. Und da habe ich immer an den Film gedacht, wo das auch so Urlauber machen. Und die gehen dann immer weiter ans Wasser und dann sind da irgendwelche, keine Ahnung, die sterben auf jeden Fall. Deswegen, Ende der Geschichte. Deswegen dann ist der Schirm immer weiter runter und dann ins Wasser und dann. Aber ich finde, das macht richtig Bock. Ja, voll geil. Ja, aber also Fallschirm würde ich mich weil ich war 18. Mhm. Und wir waren im Hostel. Und ich habe den Abend davor von den anderen da, weil das war so ein Ort, wo alle das gemacht haben in Australien, die Videos von denen angeguckt haben und ein Video bekommen. Und da habe ich so Schiss bekommen, dass ich mich nicht mehr getraut habe. Aber ich war fucking 18. Ich glaube, der schlimmste das würde ich aber noch ist, das rausspringen. wo du aus dem natürlich aus dem Flugzeug springst, ne? Oder die schubsen Safe. einer manchmal einfach Dieses Kippen, ja. Und du hast nicht selber in der Hand, weil hinter dir dann der Lehrer sitzt und dann raus. Ja. Bei dem Paragliden, der hat es auch einfach gemacht. Mhm. Ja. Aber das ist ja wirklich viel harmloser. Ja, aber da rennst du ja aber los da, genau, aber da würde ich mich, ja, aber der ist einfach los und ich bin gestolpert. Aber das ist halt so ganz anders. Das gleitest du rein, ist und das ganz andere, anders. Du stürzt halt in den Tod. Und das war für mich schon Man denkt dann immer so, hätte ich keinen Schirm, würde ich jetzt da unten aufklatschen und werden. Aber dann ist es egal, weil dann ist es schon zu spät, dann ist es so. Aber es sind doch, manche haben doch überlebt, ob die diese Schirm nicht. Willst du mich verarschen? Ja, weil die dann irgendwie so eine sanfte Landung und dann irgendwie in Wie kann man denn sanft keine Ahnung was, hatten dann alles gebrochen, aber haben gelebt. Das ist krass. Aber überleg mal, das ist jetzt auch nicht so geil. Boah, ich wäre so sauer. Ich wäre sauer auf den scheiß Schirm. Oh, nee, ekelhaft. Nee, aber das würde ich vielleicht als Challenge. Ja. Auch wir beide zusammen so einen Fallschirmsprung. Ja. Das wäre lustig. Gott, ey. Mit so einer Selfie-Cam. So. Ja, das sah so schlimm aus, die Videos. Da denkst du, brauchst du einen Facelift. Ja, und dann bist du tot, einfach denkst du. Du stirbst gerade wahrscheinlich. Ja. Innerlich. Ja. Vor lauter Adrenalin. Ja, das ist krass. Oh Gott. Aber dann fühlt man sich so lebendig. Mhm. Aber zum Beispiel beim Tauchen finde ich es auch, also habe ich noch nie gemacht. Als wir in Mexiko tauchen, ich habe mal einen Tauchschein da gemacht. Und dann waren wir in Mexiko in so einer, war dann mein 3. Tauchgang, war dann einfach in so einer Höhle. Also so richtig rein. Wie in diesen, ich habe zu viele Horrorfilme geguckt, leider. Auch so Cave und keine Ahnung was, so Höhlenkletterer und so. Und das war halt so, auf Malediven sind doch jetzt auch welche gestorben, ne? Oh, habe ich auch gesehen in dieser Höhle. Ey. 8 Aber das war ja auch krank, tief und weit und so, ne? Aber, und da sind wir nämlich auch in diese Höhle und dann mit Taschenlampe halt rein, ne? Das war eigentlich so ein Schnorchelspot in so einer, also da war vorne Plateau, wo du rein konntest und dann war das einfach so eine offene Höhle. Da war noch hell und dann war es so direkt, meinte dann der Tauchlehrer so, oder der Guide, meinte dann so, okay, wenn wir runtergehen, direkt Lampe an. Ich schon so, Gott, da hätte ich so Schiss. Der hat uns das vorher noch gezeigt, aber ich habe es irgendwie nur so mit Händen und Füßen, Mexiko, keine Ahnung, habe ich so irgendwie verstanden, ne? Und dann sind wir da rein und direkt Taschenlampe an. War das stockdunkel? Am Anfang war es noch ein bisschen heller, aber dann meinte direkt anmachen. Da und dann sind wir los. Nee. Und der ist halt vor. Und dann wurde es auf einmal, das war Barbie Lane, hieß das, weil irgendwo zwischendrin, also wie in so einem Horrorfilm, so eine Barbie angeleitet war, ne? Und da ist ja immer, wenn du in eine Höhle reintauchst, falls nämlich wirklich das Licht ausfällt oder so, sind ja so Seile gespannt rein und dann auch wieder raus. Aber wir waren so tief drin, wir haben ja die ganze Zeit mit den Lampen dann rumgeleuchtet, ne, und uns alles angeguckt, war halt geil, weil da waren so Stalaktiten und Stalagmiten von beiden Seiten. Schön, ne? Sah krass aus. Aber wenn du, also ich bin ja ein hektischer Mensch, deswegen Tauchen ist, glaube ich, der einzige Zustand, wo ich ruhig, oder wenn man kifft, wo ich mal ruhig bin und chille. Bist du ruhig, wenn du kiffst? Teils. Also manchmal auch nicht, aber doch, eigentlich bringt mich das runter. Ich kiffe ja selten. Amsterdam halt, ne, so. Ich wollte gerade sagen. Ja, ist ja mal auf lustig so. Ja. Aber dann sind wir da rein und dann manchmal waren das so enge Portale, ne, da waren da diese von oben und unten. Und du machst ja dann, wenn du tauchst, wenn du jetzt reintauchst und nicht in die Tiefe, da hast du ja dann einen freien Platz, ne? Und dann musst du ja da durch und du denkst, wenn du noch nicht so erfahren bist, denkst du ja, aber es ist voll das kleine Loch. Und das habe ich auch gedacht, dann bin ich da durch. Und du musst da ja gar nicht also vom Gewicht her und alles muss ja gar nicht so gegensteuern. Du machst es nur über die Atmung. Das heißt, ich habe da gar nichts gemacht, außer ich bin geradeaus geschwommen. Und dann musst du, wenn du einatmest,
geht der Körper hoch und ausatmen runter. Ich hätte auch Schiss, dass ich das ja nicht mehr weiß und so. Ja, das merkst du dann schon. Ich habe nämlich da ein bisschen zu schnell eingeatmet und dann bin ich oben mein Worst-Case-Szenario, ich bin oben einfach mit der Taucherflasche oben gegengekackt, ne? Und ich dachte so, oh Gott, wie im Horrorfilm. Wirklich? Meine Flasche dann ist jetzt kaputt und so und keine Ahnung was. Und so schnell kommst du da dann nicht raus? Ne? Nee. Wir waren zig Meter. Anders, ey. Genau, und dann sind wir da durchgetaucht und dachte ich so, okay, so weit wird das nicht. Und es ging immer weiter und es war stockdunkel. Es war ja hell, weil wir so in der Gruppe waren, ne? Also ich glaube zu viert mit dem Guide noch. Und wir haben ja alle geleuchtet, ne? So, und dann habe ich so geleuchtet und dann hat der uns vorher gesagt, so wenn ich so mache auf die Lampe, machen alle mal die Lampen aus. Nee. Und dann haben wir das gemacht. Dann haben wir das gemacht. Und dann habe ich erst gemerkt, wie weit wir drin waren, weil der Ausgang, wo wir waren, war so ein kleines blaues Loch ganz hinten. Oh nee. Durch diese ganzen Dinger. Ich so, oh mein Gott, scheiße. Also nee, ich fühl mich schon richtig krass, wenn ich schnorchel. Witzig. Wir haben ja mit so Riesenschildkröten und so geschnorchelt. Schnorcheln ist ja, da hast du nicht mal einen Kopf unter Wasser. Ja, doch so. Ja, kommt da oben das Ding raus. Ja, voll geil. Ja, mit ja gar nicht Schildkröten. Da fühle ich mich schon krass. Aber verbunden mit dem Meer. Aber ich glaube wirklich, das ist für mich wie so Therapie. Ja. Ich muss eigentlich mal wieder tauchen Normal, ich würde es auf jeden Fall mal machen. Also ich würde es jetzt auf keinen Fall nicht testen, aber niemals im Dunkeln, in sowas Dunkles rein. Ey, wir waren in Australien da. Das ist doch krass zum Tauchen. Beim Segeln, ne? 5 Tage segeln. Da habe ich übrigens gemerkt, dass ich seekrank bin. Ich hatte das auch am Tauchboot. Ja, aber es ging mit Tabletten. Ich habe da bei meiner Tauchprüfung ins Wasser gekotzt. Nein. Ja, mir wurde so schlecht. schlecht auf so schlecht. Ich hab der so, ja, kotz rein. Dann habe ich wirklich vom Boot gekotzt. Lass laufen. Das war so voll das Miniboot, ne? Und das war so ein Wellengang und dann habe ich da einfach reingekotzt. Und dann war auch noch 3 Sekunden, war die Kotze einfach weg. Und dann sind wir ins Wasser und als ich im Wasser war, mit dem Wasser so, dann war es okay. Und sobald ich runterging, war auch okay. Aber oben, boah, ja, schlimm. Ja, same. Aber nee, ich würde mal tauchen, aber niemals im Dunkeln. Die sind da einfach nachts in Australien auf dem Segelboot mit Haien tauchen gegangen. Also willst du mich doch verarschen. Also wenn ich war so gefüttert wurden, dann ist okay. Oder halt Riffhaie, die sind ja nicht. Ja, das werden jetzt keine aggressiven weißen Haie gewesen sein. Aber you never know, ob da mal einer lang geschwommen kommt. Also ich war so nervös da. Ich dachte mir so, ich pack das jetzt nicht, wenn jetzt hier einer stirbt. Auf den Bahamas waren ja auch so Tiger Sharks. Gero hat doch auch so eine Dings gemacht da. Da hatte ich noch keinen Tauchschein. Ich bin dann umgeschnorchelt und dann kamen auf einmal die ganzen Haie, die hatten Und weißt du, was der immer gesagt hat? Aus dem Wasser der Lehrer hat gesagt, ja, wenn ein Hai zu nah an euch ist, einfach mit der Taschenlampe in die Augen leuchten, dann haut er ab. Und Faust. Ja, aber das sind ja keine schlimmen Haie dann. Aber wenn da so Tauchgänge... Ich hätte nicht mal meinen Zeh da reingemacht. Nee. Aber wenn da so Tauchgänge sind, also auf den Bahamas war das so, da sind die dann in der Gruppe runter und da haben die halt immer diese Fütterung. Das heißt, die Haie wissen schon, okay, die kriegen da was zu essen. Ah, und damit sie dann satt sind. So. Und dann kommen die und dann machen die Fütterung. Was, wenn einer nicht gegessen hat? Sind ja manchmal, wenn das aber die wollen ja eigentlich keine Menschen essen. Die denken ja, man ist eine Robbe. Also die verwechseln das ja. Die denken ja nicht, geil, da ist ein Mensch, den esse ich jetzt. Das ist ja ein Unfall, wenn die einen angreifen. Ja, oder wenn du so mit den Händen so... Ja, genau. Der die Fütterung gemacht hat, der hatte halt so wie so einen Eisenhandschuh. Die saßen da halt so im Kreis, ne? Und zum Schneidersitz hingesetzt. Und die Haie sind halt so an denen so vorbei, ne? Aber das waren halt, weißt du, das ist ja kein Tiger Shark oder White. So ein aggressiver, sondern das sind halt dann Riffhaie oder Lemon Shark. Die sind ja okay, ja. Und die ist halt trotzdem noch ein Hai, ne? Ja. Aber die sind ja noch okay. Und die sind ja alle satt im Grunde. Und dann werden die noch angefüttert und der hatte halt so eine, halt wie bei so einem Ritterding, ne? So ein Eisending. Also mit so Ketten. Dass wenn der da reinbeißt, weil das Einzige ist ja, wenn die einmal beißen und das nicht abtrennen, dann machen die ja so. Und dann zerren die das halt ab von dir, ne? Schön. Und die den Arm. Und die machen nämlich in letzter Sekunde, wenn die ankommen und die sehen, da ist was zu essen, die wissen manchmal nicht, deswegen passieren manchmal bei den Fütterungen auch Unfälle, deswegen haben die solche Handschuhe, weil die machen kurz vorher die Augen zu und beißen dann rein. Und wenn die dann nicht mehr genau lokalisieren können, da ist jetzt das Essen und daneben ist die Hand. Dann ist die Hand. Ja, dann ist die Hand halt ab, ne? Nee, so generell ich gehe überall ins Wasser, ich liebe ja ins Meer gehen. Ich habe nie Angst, dass da jetzt irgendwie ein Hai ist oder so, aber im Dunkeln bewusst mit denen tauchen, im Leben Ja, Nachttauchen, aber warum? Es ist doch viel Und wir waren ja auf offenen... Ja, es ist halt der Adrenalinkick. Auf offenem Meer, irgendwo am Great Barrier Reef da wäre ich nachts auch nicht schwimmen gegangen. Ne? Nein. Und dann siehst du nichts unten. Ibiza war ich auch schon nachts da im Wasser und so, aber nicht da irgendwie in Australien. Ja, aber selbst an solchen Orten sind ja auf einmal Haie. Da war Mallorca auch, genau. Ja. Und wenn du da am Strand bist, ist dann schon manchmal was. Da sind auch manchmal Wale. Ja. Auch bei uns. Hope. Aber Wale ist ja toll. Timmy. Timmy. Aber Timmy ist Mädchen gewesen. Ach so.
Ja? Habe ich jetzt gesehen. Ah. Ja, naja, deswegen, also, aber Tauchen ist schon geil. Ich glaube, das ist wirklich so, also wenn ich jetzt so daran denke, weil ich bin ja so ein hektischer Mensch, ich habe so viele Gedanken und du hast so viele Sachen und ich bewege mich hektisch, rede hektisch. Da redest du nicht, da kannst du nicht hektisch sein, weil alles in Du musst ruhig, geht. genau, ja. Du musst ruhig sein, du musst auf deine Atmung achten. Das ist wie so Atemübungen, die ich so nicht hinkriege, weil ich so hektisch bin. Ist dann unter Wasser. Also du musst mal zum Yoga, ey. Ja, nee. Aber, aber deswegen, und da musst du halt auf die Atmung achten, weil du dann halt rauf und runter gehst. Ne? Also gerade in diesen Höhlen. Aber auf dem offenen Meer, da kannst du ja auch nicht hektisch sein. Da haben wir auch, dann habe ich meine Tauchprüfung gemacht, da auf dem Boden sozusagen, dann 20 Meter runter und dann musstest du da auch die, das fand ich auch am Anfang, da hatte ich auch voll Schiss vor, musst ja, wenn ein Atemgerät ausfällt, ne? Du hast ja 2 Flaschen immer, wenn das eine kaputt ist, kannst du das andere nehmen. Und dann ist das ja, sag ich mal, wenn es auf einmal nicht mehr geht, ne? Und ich musste in 20 Meter Tiefe bei dieser Tauchprüfung, und dann machst du das musste ich das wegmachen. Wechseln, quasi, so. Ja, da gibt es noch ein anderes, aber wir haben das so gemacht, dass du das nach hinten machst, dass es halt wirklich weg ist, ne? Und dass du dann halt, musst die Luft anhalten, dann musst du das suchen, musst es wieder nach vorne machen und dann musst du es auspusten. Weil und dann müssen wir sehen, dass du das quasi kannst, dieses Wechseln. Ja, der hätte gesehen, wenn ich es nicht geschafft hätte. Auf jeden Fall. Ja, aber dann musst du das so. Ja. Wie lange muss man Stunden machen, bis man einen Schein machen kann? Ich glaube, also ich hatte eine Woche, also 5 Tage. Wir wollten ja nicht weiter, das war da nach Tulum in einem der anderen Orte. Und dann habe ich war ja einmal tauchen, obwohl ich keinen Tauchschein hatte, in Italien. Darf man das? Was heißt, du darfst nicht, ne? Also in Deutschland wäre das wahrscheinlich dann gar nicht gegangen, aber Italien, weißt du? Italien. Ich bin dann einfach mit runter und dann ist aber auch, musst du halt... Im Pool. Nee. Kennst du, wenn die so üben im Pool? Manchmal? Ja, hatte ich den ersten Tag, ist ja normal. war ich ja auch da. Ja, ich will auch, wenn ich das mal mache, ich will im Pool üben. Ja, das andere war in Italien da ein paar Jahre vorher, da war wirklich so, ich saß da auf dem Boot und dann wurde ich wie ins kalte Wasser, also wortwörtlich, ne? Und ich hatte, und ich wusste nicht, wie man die Brille ausbläst, ne? Weil dann beschlägt die oder kommt Wasser rein. Und wenn du da bei 20 Meter bist, kannst du nicht mal eben so. Du musst das halt hier oben dran lassen, musst nach oben machen und mit der Nase auspusten und dann wieder drauf. Ich wäre so eine Chaosmaus da. Ja, frag mich mal. Ja. Also deswegen kannst du dir vorstellen, dass ich irgendwas da in Ruhe mache, weil das ist entscheidet über Leben und Tod. Ich kann mir nichts vorstellen, was du in Ruhe machst. Nichts. Und du hast ja eigentlich so einen Tauchcomputer, ne, an der Hand, damit du weißt, wie viel Meter. Du darfst ja nicht so schnell aufsteigen, sonst hast du zu viele Luftbläschen im Blut. Und dann musst du in diese Kammer da, ne? Aber ich find's crazy. Ich bin so viel schon gereist. Alles. Ich habe alles da schon ausprobiert, aber tauchen noch nicht. Krass, ey. Ja, weil ich schon beim Schnorcheln mich halt krass finde. Das ist ja gar nichts. Das ist ja gar nichts. Das war schon die geil. riesen Schildkröten. Ja, aber ich find's auch geil. Du hast mich inspiriert. Ja. Beim nächsten Trip vielleicht. Aber weißt du, Bonnie macht das halt auf gar keinen Fall mit. Nee? Die geht nicht ins Wasser wegen ihren Extensions. Wegen ihrer Kopf- und Wimpern-Extensions geht die Frau nicht ins Wasser. Die geht nicht ins Wasser. Nicht ab? Die geht nicht ins Wasser. Aber die Wimpern gehen doch nicht ab? Sie sagt, die gehen ab. Und die hat 8000 Kilo Wimpern. Ich weiß. Da können ruhig ein paar ab. Ines und ich waren schnorcheln. Die Frau geht aber schnorcheln, du hast doch eine Brille auf. Die geht nicht ins Wasser. Haare geht auch nicht bei ihr. Ich würde nicht einen Tag am Strand überleben, ohne meinen Kopf unter Wasser zu machen. Und selbst wenn du es nicht machst, das ist für mich ein Freiheitsgefühl zu tauchen, im Meer, im Pool immer. Und ich habe ja auch dunkle Haare, blond ist noch anders, aber dein Kopf wird ja auch so heiß. Vor allem das Ding ist ja eigentlich nur, dass du bei den Tapes, klar, Salzwasser kann sich der Kleber ein bisschen lösen, aber eigentlich ist ja nur... aber sie meint, die werden auch grün. Im Poolwasser wegen Chlor. Das kann passieren, im schlimmsten Fall. Aber das ist jetzt nicht gang und gäbe. Nee, die Frau geht nicht ins Wasser. Krass, nee, das würde ich jetzt trotzdem machen. Dann fallen mir die Dinge halt aus, aber mein Friseur sagt auch immer, ich und Extensions nie in 100 Jahren. Brauche ich Gott sei Dank auch nicht. Nee, ich würde es auch nicht machen. Obwohl, wenn ich jetzt 3 Fussel auf dem Kopf hätte, vielleicht. So wie ich. Du hast nicht 3. Ihr habt alle Blindness. Nein, du musst es mal sehen, ohne. Ihr habt alle Blindness. Naja. Aber schick ein Foto, wenn du gehst morgen. Nee, da bin ich Paddeln. Ich gehe jetzt auch bald paddeln. Ja. Mit Fabi und Bonnie. Ja. Paddeln. Du warst auch noch nie, ne? Nein, letztes Mal wollte ich auch hin, aber... Ich bin sehr gespannt, wie du es findest. Ich bin auch gespannt, wie ich es finde. Ich bin nicht so die talentierteste mit Bällen. Ich bin früher, habe ich ja Tennis gespielt, ne? Aber es ist halt schon ultra lange her und ich weiß ja, also kann ich jetzt auch nicht mehr so. Aber da meine ich so zu ihm auch so, ich habe noch nie Paddle gespielt. Der so, aber du hast doch mal Tennis gespielt. Ich so, ja, ich aber auch noch nie vor 20 Jahren. Gespielt. Mit 15, 13. Oh, ich bin gespannt. Jetzt machst du das vor mir, musst du mal berichten. Ich bin auch gespannt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es mir gar keinen Spaß macht, weil wir machen Ballsportarten gar keinen Spaß und ich habe immer Angst vor dem Ball. Tennis gespielt. Nee, ich habe Angst vor dem Ball. Ich habe gerne Badminton gespielt.
Ja, weil ich nicht abgeballert werden will damit. Ja, dann musst du halt den Ball zurückschlagen. Ja, und wenn ich es nicht schaffe. Nein, ich will es aber versuchen. Ich habe auch mal Golf gespielt, ne? Ich will es versuchen. Ja, das passt zu dir, ey. Wieso passt das? Du Snob. Wo bin ich denn Snob, Alter? Doch, zu deiner alten Ehe passt das. Nee, das war ja gar nicht auch seins. Gar nicht. Der war ja nur mit Rennsport, Action. Motorradfahren, Rennen und was weiß ich. Nur Action. Mein erster Freund, der Onkel war im Golfclub. Mhm. Und wir sind manchmal mitgegangen und ich bin immer nur mit diesem Golfwagen rumgefahren. Früher mit meinem Bruder und meiner Freundin Ich habe nicht ein einziges Mal Golf gespielt. Ich bin immer wir mit haben die diesem Teddy Turniere da auch nur, rumgefahren. genau, wir haben die Turniere auch nur gemacht, weil wir hatten auch mal Night Golf. Da hast du mit so einem mit so einem Dings, das leuchtet. Minigolf habe ich gespielt. Ja, Minigolf, ey. Minigolf hat meine Macht mir Freundin gar mir keinen damals mal, weil ich habe da gesagt, guck mal, beim normalen Golf holst du jetzt so aus und schlägst dann so, ne? Und beim dann stehe ich Minigolf so? da. Ja, und dann stehe ich da und meine Freundin Und du so? wie geht das so? Pam, und haut mir dieses Schläger in die Fresse. Ah, scheiße. Jenny war das, ja. Da Ja, waren wir nee, das macht mir auch 13 keinen oder so. Spaß. Ja, aber Tennis habe ich eigentlich gern gespielt, aber ich weiß nicht, bei Paddle ist ja so, du nimmst ja auch noch alles außen rum, darf ja auch nur einmal auftitschen, aber du musst den halt, Ich bin sehr gespannt auf meine und du schmetterst nicht. Karriere. Und der Aufschlag, das muss auch von unten sein und du nimmst halt die Wand, also der kann einmal auftitschen gegen die Wand und dann kannst du nochmal Vor allem, spielen. wir sind ja so, wenn wir das jetzt geil finden, werden wir einen Hyperfokus drauf kriegen. Ja, ey, aber teuer, ne? Übelst teuer. Ich so, ey, sollen wir dann dahin? Er so, ja, okay. Dann schicke ich dem so einen Screenshot, okay, Dienstag um 11 oder so. Und dann kostet der Platz für eine Stunde irgendwie 30 Euro, 35 Euro. Und dann muss er noch 2 Schläger leihen. Also kostet 45 Euro. Die sind auf jeden Fall bei Urban Sports viele. Also dann kriegt man es günstiger auf jeden okay. Fall. Aber ich check's auch noch gar nicht. Ich habe gestern mit Fabi und Bonnie geschrieben und wir wollten heute gehen. Und Fabi war so, Leute, das Alles ist ausgebucht. Ihr könnt Wo nicht denn? einen Tag vorher. Er hat mehrere geschickt. Also wann habe ich das gebucht? Am Jetzt- Freitag oder so? Nee, am Jetzt, Freitag oder Samstag habe ich gebucht für Dienstag. War aber alles frei. Es gibt ja in Löwenich, in Weiden, überall. Er hat irgendwelche geschickt, aber wir gucken jetzt für nächste Woche. Also bei dem, wo wir sind, ist ganz viel Also frei. gestern war auf jeden Fall nichts für heute frei. Für heute Abend. Ja. Müsste in eine andere Halle gucken. Naja, ich bin mal gespannt auf jeden Fall. Wie das ist. Bro, was Ich dein hätte Ick gerne so der ein Tennis-Outfit, aber ich habe kein Hätte ich dir Tennis-Outfit. mitbringen können. Ich habe so einen Tennisrock und so. Ja. Aber ist albern bei Paddle, ne? Nö, Kannst du würde ich auch in anziehen. in der Länge Ja, klar, aber würde ich auch anziehen. Ja. Was ist dein Ick der Woche? Meiner war ja mein Fischmann. Hatte ich einen Ick der Woche? Du hast eben gesagt, du überlegst. Ja. Ah doch, wir haben auf Mallorca hatten wir schon einen gesagt. Ja, Was war das nochmal? ich weiß es nicht mehr. Was hat dich da abgefuckt? Was hat mich abgefuckt? Was hat mich abgefuckt? Hat mich irgendwas abgefuckt? Ich weiß es nicht. Wir waren da schon sehr happy, muss man sagen. Ja. Ja. Ey, kann nicht sein. Überleg mal, habe ich irgendwas gesagt? Was haben wir denn so Wir haben drüber geredet, über einen Ick, der nächste Woche der Ick ist. Aber aber etwas, was auf Mallorca ich passiert weiß es ist? nicht mehr. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe gerade auch kein Gehirn. Scheiße. Grad. Grad. Irgendwie immer. Weiß ich auch nicht mehr. Nee, ich habe jetzt gerade kein akutes Ick. Also ich bin selber mein Ick, dass ich immer so abwäge und Heute Morgen warst du auch mein Ick. Oh, Also da dachte ich dachte kurz, heute nehmen wir nicht mehr auf. doch. Am Ende, ich kann es ja dann noch. Aber Immer, und wenn wir anfangen sowieso, dann ist alles okay, ne? wir haben hier schon jeden möglichen Zustand. Mein Fußballen ist irgendwie eingeschlafen hier hinten. Oh, Wie kann das denn sein? ja, mir schlafen die oft ein. Aber nicht der Fuß, sondern der Fußballen ist so taub. Oh. Ja, ist sonst noch irgendwas passiert, seit du hier wiedergekommen bist? Nö. Man merkt, wir bauen ab, wir müssen gleich aufhören. Wir sind jetzt so richtig so, und bei dir so? Ja, ich bin ja da wiedergekommen, habe ich mit Charlie Zeit verbracht. Freitag, Samstag war ich ja mit ihm. Aber Samstag war ich auf dem Geburtstag von Nessie, das war sehr lustig, im Delicato, Greek Night. Mit der Torte hat auch noch geklappt. Der Torte hat auch noch geklappt, hat sich ja gefreut, war auch lecker. Ich hatte Red Velvet bestellt und da war noch Vanillecreme und Kinder Bueno drin. Und da ist so richtig dann so Greek Party mit diesen Tänzen und so, ne? ja, die wir auch sind auch voll da viel Türken, weil das auf ist ja die Naxos gleiche hatten. Musik, bloß andere Sprache. Ich muss dahin. So Volkstänze. Ich muss dahin. Ja. Diese Volkstänze haben wir ja geliebt auf Naxos letztes Jahr Ja, in und der du hast ja gesehen, Taverne. enge vorne habe ich auch noch wie die Männer immer. Diese das sind ja richtig leidenden Männer. Ich die dann liebe auf dem Boden es. da- Mhm. Und die Io war ja auch da. Und Ist so, da, das ist aber schon lustig. Moment, hat die das da exklusiv gemietet? Nein, die hat nur oben den Raum gemietet. Das war Greek Night. Das Problem ist halt, du kannst ja oft nicht ist bis da morgens Greek um 4 Uhr Night? feiern, sondern die machen ja dann zu, wenn zu ist. Wie oft ist da Greek Night?
Also vorher war das nur einmal im Monat und jetzt haben sie gemerkt, das ist lukrativ, da kommen viele Leute. Und jetzt ist es gefühlt jede Woche. Und dann ist da richtig Dinner und so diese Du kannst Tänze da Dinner, und einen Tisch reservieren und dann kannst du da essen. Aber das mit dem Service ist halt also nervig, weil du musst, ist Selbstbedienung und die sind alle nicht so. so. Das mag ich auch nicht so. Das sind ja alles die Kinder von den Besitzern und dann irgendwelche Freunde und die sind alle so. Also diesmal ist mir nicht aufgefallen, weil wir ja oben Buffet und so hatten. War auch voll lecker das Essen. Aber manchmal ist das ja wirklich so, die sind nicht so fähig da. Aber ist egal. Ist ja voll oft leider so. Ja, und Selbstbedienung. Ich habe doch keine Lust, ins Restaurant zu gehen. Warum machst du dann den Service nicht anders für die Wochenenden? Ne? Ja. Mittagstisch, okay. Genau, wenigstens Dinner. So. Ja, nee. Aber sonst gute Stimmung da und obwohl das ja in dieser Lagerhalle ist, weißt du, das ist ja eigentlich voll... Aber es sah cool aus, ich muss da echt auch mal hin. Ja, ich zeig gleich mal von oben, wo wir die Treppe runtergefilmt haben. Und ich hatte mich noch daran erinnert, an den Raum, weil Farina der Babyshower da gefeiert hat. Moment mal, wir sind erst Freitag wiedergekommen. Nee, Donnerstag. Sind Donnerstag wiedergekommen und heute ist Montag. Wir waren ja noch gar nicht viel zu Hause. Nee, also wie gesagt, was habe ich denn Freitag gemacht? Freitag war so ja die Kita verschallert, Was habe ich denn Freitag gemacht? Du hast eine Bowl mit Charlie gegessen? Ja, Acai Bowl. Wir waren ein bisschen in der Stadt unterwegs, Spielplatz und so. Genau, Freitag haben wir hier dann gechillt und Samstag war ich ja dann noch den Kuchen holen. Ist eigentlich mein Ick, Kuchentransport. Weil der Deckel, der passte nicht ganz drauf. Also du müsstest ihn so einhaken, dass er nicht die Torte abdeckt, nicht dran kommt. Ich bin natürlich ein paar Mal dran gekommen. Und die dann so transportieren mit dem Auto nach Hause. Da habe ich die hier in den Kühlschrank getan, habe den Kühlschrank ausgeräumt und dann abends mit dem Uber wieder dahin transportiert. Das ist immer so ein Film. Ne? Aber habt ihr die gegessen? Charlie war beim Friseur Habt ihr die gegessen? Ja. Alle? Also zwei Drittel war schon weg. Gut. Ja. Du wusstest ja nicht, ob die gegessen wird. Es gab Nachtisch, den habe ich gar nicht probiert. Der stand dann da irgendwann. So Tiramisu, so ein paar Kleinigkeiten. Und dann sind wir mit der Torte dann rein und so. Und dann haben wir die auch direkt angeschnitten. War auch lecker. War echt lecker. Lilliput Cakes. Sehr gut. Wenn ihr eine Torte bestellen wollt. Mit Personal. Ich habe auch hatte ich bei Farina auch Hot Girls Never Age. Das hatte ich ja auf Ibiza auch für Silvi. Ja. Weil das ist ja irgendwie geil. So 40. Geburtstag und so. Ja, ne? Finde ich auch. Ja, war auf jeden Fall lecker. Und was habe ich Samstag noch gemacht? Ja, war ich mit Charlie unterwegs, dann war ich im Geburtstag. Dann hier. Das ganze Wochenende nicht geschlafen? Nee. Naja. Aber von gestern auf heute hast du geschlafen, wir haben mit Charlie eingepennt bist? Ja, aber Samstag, Sonntag, ich habe ja da noch ein bisschen. Nee, stimmt, Sonntag. Also bei mir die letzten Tage, ich könnte Freitag auf Samstag habe ich auch nicht mehr viel geschlafen. Ich muss mich ja immer nach so Social Events einigeln. Ich bin dann ja nicht mehr da. Ja, ich habe ja auch nicht mehr raus. Also ich war Samstag am Geburtstag, aber Freitag waren wir ja dann nur hier. Aber ich war sehr froh, dass ich nicht auf einen Geburtstag musste am Samstag. Aber ich muss sagen, ich war diesmal nicht so exhausted wie oft, weil das echt chillig war. War es auch. Das war ein schöner Trip, muss man sagen. Ich fand's auch voll entspannt. Vor allem, ich bin ja direkt da aus Ibiza. Aber irgendwie sind die letzten Tage komisch an mir vorbeigezogen. Ich war irgendwie nur beim Sport. Ja, ich gar nicht. Ich hatte nur Charlie. Ich war mit Crush und Sport beschäftigt. Ja. Stimmt, reicht doch auch. Reicht doch auch fürs Wochenende, ey. Ach so. Der spezielle Crush. Britta hat es gar nicht gecheckt. Wir hören jetzt auf, weil wir labern gerade nur noch Scheiße. Nein, das ist keine Scheiße. Tickets. Wir haben noch ein paar. Es gibt wirklich nicht mehr viele. Wirklich nicht mehr viele Tickets. Für unser Live-Podcast 17.07. Ja. Ihr könnt noch Tickets kaufen. Wir kriegen immer wieder Nachrichten, dass ihr Schiss habt alleine. Manche haben mir auch geschrieben, ich hatte zwar Schiss, aber ich habe mir alleine ein Ticket gebucht. Und dann habe ich gesagt, ihr seid doch alle. Wir machen noch einen Connection-Post bei Insta. Das bereite ich jetzt mal vor. Wir haben jetzt ja auch genug Pictures. Ja. Und da könnt ihr euch connecten, aber wirklich, also erstens, nach dem Podcast seid ihr auch mit uns. Also da sind wir ja alle zusammen. Ihr werdet euch nach einer Sekunde connecten, allein mit euren Sitznachbarn schon. Unsere Podcast-Hörer sind alle cool. Ja. Ihr könnt auf jeden Fall auch alleine kommen, aber wir machen auch einen Post, dass ihr euch vorher unter dem Instagram-Post connecten könnt. Ja, das ist eine gute Idee. Und genau, dann kommt ihr auch alleine. Es gibt nicht mehr viele Tickets. Ich will kein Geschrei hören am Ende, aber wir können das jetzt auch langsam mal ausverkaufen. Ja, wäre gut. Dann haben wir ein Häkchen hinter. Genau. Also. So, in diesem Sinne. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche. Schwing der Hut. Hoffentlich dann. Ey, was? Nächste Woche bist du ein Jahr älter. Wenn wir nächstes Mal aufnehmen. Oh, nee. Scheiße. Dann bin ich 41. Oh, du siehst aber aus wie 31. Komm, siehst du echt. Alkohol konserviert. Oh Gott, 41. 41. Ja, ist unrealistisch. Oh, Beruhigt mich. So, wir sind jetzt raus. So, tschüss. Bis nächste Woche.